Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Master Detective Archives Raincoat. Beim letzten Mal haben wir erstaunlich schnell die nächste Leiche gefunden. Und zwar eines der Opfer des sogenannten Nailmans, was ein Serienkiller ist, der hier sein Unwesen treibt. Und ja, ich habe direkt einige Gedanken, die ich noch kurz äußern möchte, vielleicht auch lang äußern möchte. Ich muss mal gucken, ihr könnt vorspulen, ihr könnt immer gerne vorspulen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich eure Zeit mehr verschwende, als das Spiel selbst es gerne tut. Zum einen, ich hatte als Theorie noch am Ende angesprochen, dass irgendwie die Uhr vielleicht mit drin hängen könnte, dass die irgendwie genutzt werden können, sein sollte. Deutsch kann ich gut, um halt hier rauszuklettern und dass sie dabei kaputt gegangen sein könnte. Punkt ist, ich habe nachgeguckt, ob die Uhr da ist und da ist eine Uhr, aber dann ist mir aufgefallen, dass wenn das wirklich ein relevanter Hinweis wäre, dass die Uhr da ist, dann wäre das ein Lösungsschlüssel gewesen. Und da es kein Lösungsschlüssel davon geworden ist, können wir davon ausgehen, dass das kein relevanter Hinweis für diesen Fall sein wird. Ist ein bisschen blöd, das so auszuschließen, aber naja, besser keine Gedanken daran verschwenden. Ich meine, es war auch nicht wirklich notwendig für meinen grundlegenden Gedankengang eigentlich. Naja. Und ja, dann des Weiteren das pinke Blut. Ich hatte es euch ja auch schon reingeschnitten, ein kleines Bild, falls ihr es gesehen habt vielleicht. Und zwar tatsächlich kam im ersten Fall nur rotes Blut vor, aber gar nicht bei den Opfern, sondern es war Yumas Blut, was an der einen Stelle am Schloss von der Tür war, als er sich am Glas geschnitten hat und dann halt durchgegriffen hat, um die Tür zu öffnen. Das ist interessant aus mehreren Perspektiven und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht wirklich zu viel reininterpretiere, denn erstmal, es könnte wirklich sein, dass es nur Zufall ist. Es könnte wirklich sein, dass sie es einfach vergessen haben, weil es nur so ein kleiner Tropfen Blut war und keine richtige Leiche, wo es dann offensichtlich ist, okay, hier machen wir jetzt das ganze pinke Blut hin, wie man es aus Danganronpa kennt. Vielleicht haben sie es einfach dann vergessen, weil das nur so ein Bluttropfen an der Tür war und vor allem ist es halt auch so, dass einfach Yuma hat halt nicht darauf reagiert, ne? Also er hat weder auf sein eigenes Blut reagiert und gedacht, hä? Rotes Blut, was soll, warum ist das rot? Noch hat er jetzt bei der Leiche gedacht, hä, pinkes Blut, warum ist das pink? Deswegen, ja, kann es eigentlich ja gar nicht relevant gewesen sein, könnte man meinen. Auf der anderen Seite kann man das halt darauf schieben, dass, ja, Yumas Erinnerungen ein bisschen komisch sind und, er ja auch irgendwie, er meinte, dass er nostalgische Gefühle hat, wenn er diese Stadt so sieht, als wäre er selbst schon mal in so einer Stadt gewesen oder hätte sogar in so einer Stadt gelebt. Vielleicht hat er ja auch in dieser Stadt gelebt, ursprünglich. Und dementsprechend kann es einfach sein, dass er irgendwelche unterbewussten Erinnerungen noch daran hat, dass es in dieser Stadt pinkes Blut gibt. Denn das ist auch schon dann so meine Theorie. Meine Theorie ist nicht, Yuma hat rotes Blut, weil er irgendein besonderes Wesen ist oder so, sondern einfach meine Theorie ist, dass alle Leute in dieser Stadt ausschließlich pinkes Blut haben und nicht auf der gesamten Welt. Was dann auch wieder von der Inszenierung her gut zum ersten Fall passt, weil wir da ja Leute von außerhalb hatten, die ganzen Detektive, die da ermordet wurden, und die hätten dann ja rotes Blut haben müssen, theoretisch gesehen, wenn wir deren Blut gesehen hätten. Deswegen wurde vielleicht ganz explizit, damit es nicht zu offensichtlich ist, dass das da einen Unterschied zwischen Leuten hier und zwischen den Leuten draußen, dass deswegen ganz explizit vom Spiel ein Mordverfahren gewählt wurde, bei dem kein Blut am Ende sichtbar sein würde. Genau. Genau, aber ich denke halt, weil das wurde auch schon angesprochen, halt, dass der Regen ja hier, also es wurde schon öfter angesprochen, dass der Regen ja dauerhaft hier ist, aber es wurde auch angesprochen, dass der Regen die Leute verändert. Dass er sogar einen Einfluss, angeblich wurde gesagt, einen Einfluss auf Körper und Umwelt haben soll. Und das lässt mich doch denken, dass das einfach nicht einfach nur Regen ist, also davon ging ich sowieso schon aus, aber dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass vielleicht das pinke Blut einfach eine Nebenwirkung davon ist, wenn man zu lange diesen Chemikalien im Regen ausgesetzt ist. Und dass die Amaterasu Corporation halt irgendwie, ja, irgendwas damit erreichen will. Ich weiß nicht was, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, aber irgendwas will die mit dem Regen erreichen. Und, aber eine Nebenwirkung davon ist halt eben, dass das Blut pink wird. Das ist so meine Kerntheorie. Ich habe noch ein paar andere, die deutlich absurder sind, die definitiv ins Crackpot-Territorium abdriften, die ich jetzt einfach mal für mich behalte. Noch. Ich sammle noch ein bisschen Hinweise und vielleicht kommen wir darauf zurück. Oder ich ärgere mich dann irgendwann, weil ich es nicht geäußert habe, weil die absolut 100% zutreffen. Ich bezweifle es erstmal. Aber wir wollen einfach mal weitermachen. Everyone, please wake up. Ich glaube, das musst du ein This bisschen is lauter sagen. Amaterasu Peacekeepers, Investigation Team, Section Chief Seth Burroughs. Seth Burroughs.
fast der normalste Name bisher. Aber ja, ich glaube, du musst echt ein bisschen lauter reden, wenn du willst, dass sie dich hören und aufwachen. Achso, gut, ja. So geht's auch. Please wake up. This is Amaterasu Peacekeepers, Investigation Team, Section Chief Seth Burroughs. Hurry and wake up. Everyone, listen closely. It appears there are fools in town who do not comprehend the majesty of the Peacekeepers. Many of them have been eliminated already, but I've heard some outsiders have recently arrived. Go find witnesses and extract information to see who has interfered with us. They may still be nearby. Capture anyone that even appears suspicious. Gott, die Lippen in diesem Spiel sind so Did you schlecht. clean up the body at the crime scene? If not, then hurry along with that. Das ist so The rain insane. in this city makes bodies rot quickly. You better hurry or it will putrefy. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich dachte immer so, Xenoblade Chronicles 2 wäre so Peak schlechte Lippensynchronität. Und ich weiß, ich spreche das auch immer wieder an. Ich kann das auch nicht ignorieren. Das Just kann man speed nicht this case ignorieren. along. We need to quickly deal with that nail man we arrested. We should even consider a public execution. Oh, ja, ja gut, klar. Ich bin auch ganz schockiert. Och, was wird das Kind wohl denken? Aber dem Kind wird das nicht gefallen. Ich glaube, das Kind findet das ein bisschen blöd. An execution? What do we do? At this rate, my dad... This Seth guy doesn't care about the truth. He just wants to wrap up this case as soon as possible. Ja, und vor allem, ne, dass sie eine öffentliche Hinrichtung in Betracht ziehen, ist ja dann wirklich nochmal ein Zeichen davon, dass es mehr darum geht, einfach den Leuten in der Stadt irgendwie zu beweisen, dieser Fall wurde gelöst, ignoriert das ab jetzt. In this city, what they say becomes the truth. Please! Please save my dad! The only way to save your dad is to catch the real culprit. I can do it. Leave it to me. Und ich werde ihn auch nur vielleicht ermorden. Really? Thank you! But first, we have to leave this area before they find us. I know a secret way out. You can pass through here to get back to a street in Ginma district. You might stand out if you're with me, so I'll go a different direction. Are you sure you'll be okay alone? Yes, I play around here often. Please help my dad. Yeah, just you wait. I'll bring some good news soon. Bestimmt, bestimmt. Zumindest versuchen wir es mal, ja. Wir sollten vielleicht keine Versprechungen machen, aber... warte mal, wo war... Hier drüben? Wo sind wir? Achso, wir sind wieder hier. Okay, ich war gerade ein bisschen orientierungslos. Kommt mal vor. Who knew some brat would save ya? Hat er mich wirklich gerettet? Sind die nicht hier schon weg? Ah ne, die stehen da noch. Okay, hier da stehen nur Leute, oder? For now, Na gut, okay, da sind bestimmt noch Friedenswächter. Ja, die stehen da bestimmt noch. Ich sehe sie gerade nur nicht. Also gut, hauen wir ab. Schauen wir mal. Ich möchte eigentlich schon gerne noch ein paar Mal andere Theorien ansprechen, aber die sind wirklich, wirklich absurd. Aber... Ja, nein, das kann ich nicht. Ich weiß, ich tease euch jetzt sehr hart, aber... Ich müsste mir die noch ein bisschen besser zumindest zusammensetzen, damit sie irgendwie anfangen Sinn zu ergeben. Okay, eine Sache vielleicht, die unabhängig davon ist. Ich gehe auf jeden Fall fest davon aus, dass Number One, You sure you want to be so quick to make promises? also den Typ, den wir, ne, der irgendwie der krasseste Detektiv überhaupt ist, dass der irgendwie mit Yuma zusammenhängt. Dass die was miteinander zu tun hatten, dass er auf jeden Fall auch in dem Vertrag mit Shinigami mit drin hängt, also dass der vielleicht dafür gesorgt hat, dass ich diesen Vertrag eingehe. Denn Shinigami hat ja sehr,
perplex reagiert, als wir sie gefragt haben, ob sie irgendwas über Number One weiß. Und sie so, nee, wie kommst du darauf, dass ich den kenne? Hä? Und sie muss ja irgendwie, ja, das ist ja auch Teil des Vertrags, dass sie unsere Vergangenheit geheim hält. Deswegen gehe ich davon fast aus. Und dann, um jetzt nochmal eine eher weit hergeholte Theorie ein bisschen in den Raum zu werfen, einfach nur, damit irgendwas am Ende hängen bleibt. Ich möchte irgendwie ganz tief im Inneren, dass wir Number One sind. Dass wir irgendwie mit Number One gebodyswapped haben oder dass der Number One, der da saß, gar nicht der echte Number One ist, denn der hat ja, seine Identität wird ja geheim gehalten. Und dass wir eigentlich irgendwie Number One sind. Ich weiß auch nicht. I'm not very confident, but I can't ignore someone asking for help. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie das funktionieren könnte. Es ist halt ein Typ, der nie das Haus verlässt, ne? Dementsprechend, vielleicht ist das hier, weil kann ja nicht rausgehen, weil er ist ja so berühmt und so und alle würden ihn ermorden, wenn sie, oder zumindest versuchen, ihn zu ermorden, wenn er irgendwie das Haus verlassen würde. Und deswegen musste er einfach vielleicht sein Gedächtnis verlieren und hier jetzt so rausgehen als Yuma Coco-Head, um, ja, nicht so auffällig zu sein. Ich weiß es nicht. If no one else is willing to listen, then it's up to me. Wow, get a load of this big shot. Didn't expect that from you, Master. But how do you plan to find the real culprit? You can't investigate the clock tower with the peacekeepers around. By the way, you can't use the mystery labyrinth yet. Not enough clues. If you jump into the labyrinth now, you'll be lost forever. You need to gather more solution keys. I don't ever want to go back there anyway. Same, bitte. Können wir das einfach überspringen? Können wir den Fall einfach so lösen und dann war es mit dem Kapitel. Then, how do you intend on solving this? Mit meinem Gehirn. There is one way. You're gonna rely on that one, huh? Always depending on someone else. What was the spot again? Something about a cafe? Ach gut, natürlich direkt auf der anderen Straßenseite. Golden Path Café. If you let them take the lead, you're gonna be out 5 million yen. Ach, das ist der Charakter. Do you have that kind of money, Master? Or are you gonna go into debt? Ich habe das tatsächlich bisher nicht realisiert, so ganz. Aber ich wusste schon, das hab ich mitbekommen. Es gibt einen Charakter, der non-binary ist, der mit they-them-Pronomen im Englischen angesprochen wird. Wie wir gerade gehört haben, nämlich im Deutschen einfach nur mit sie. Ich dachte, das wäre ein Charakter, der noch irgendwann kommt, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass es einer von denen ist, die wir jetzt schon kennengelernt haben, von den Hauptdetektiven. Hätte ich mir denken können vielleicht, aber ich hab nicht drauf geachtet bisher. Ich weiß auch gar nicht, ob es bisher im Englischen vorkommt, weil sie hat jetzt auch sehr oft... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es verpasst. Es ist gut möglich. Ich verpasse schnell Sachen. Laura, please, help me. If Master is bowing to show respect, I guess I better do the same. Please, for both our sakes! Sehr respektvoll. You're 30 minutes later than expected. Ich habe halt noch ein bisschen ermittelt. Ich könnte den Fall auch lösen. So, do you have the cash? Nein. I don't have any on me right now, but I will eventually. Bestimmt. Very well. I don't require you to have it immediately, but you will pay me 5,500,800 yen eventually. Warum ist es jetzt schon mehr geworden? Huh? But you said it was 5 million Du hast before. doch nicht mal angefangen. It's an additional fee for making me wait. And for the coffee. I told you. Oh, come on. So rootless. A greedy little money demon. I think I'll call this one Hell Aura. I won't force your hand. Whatever you decide is up to you. While you think it over, I'm going to order some cake. Wait, do I have to pay for that too? Of course. I'll add it to the bill. All right, I'll pay you all 5.5 million and 800 yen, got it? Wow. Du musst nicht auf mich warten. Du kannst auch irgendwas anderes machen, während ich es mir überlege. Ich habe dich nicht gezwungen, dich in ein Café zu setzen und Kaffee und Kuchen zu trinken und essen und Please so, don't have genau. the cake. It's a deal. You made a wise choice. I have no obligation to help others, but I work sincerely according to the payment I receive. Aber du hast kein Geld bekommen. Ich weiß auch wirklich nicht, ob du jemals das Geld bekommen wirst. Ich gehe nicht davon That aus. is my pride as a detective. I will be your eyes and limbs.
and help solve this crime with everything I have. Also so gierig wie du irgendwie bist, so leicht lässt du dich vielleicht auch einfach abziehen. Ich weiß es nicht. Außer du holst dann die Loan Sharks raus. However, know this. You must be the one to complete the boy's assignment. Me? You are the one who was asked to solve this case. All I will do is provide support. You may be a trainee, but you are still a detective. Once you have taken a job, you must finish it. In other words, as of now, I have taken up a position as your assistant. Und du denkst wirklich, dass du nicht irgendwie vielleicht dafür ein bisschen Rabatt geben solltest? Also du willst trotzdem das ganze Geld verlangen, obwohl du nur Assistentin bist? Really, Halara? You'll be my assistant? Of course. I'm here to assist for your case. Just rest assured in the cards you've been dealt. All right, thank you. Master has no memory and no guts. And now he has no money either. Wir hatten vorher schon kein Geld, jetzt haben wir nur weniger als kein Geld. Talk about a triple threat. Oh, be quiet. So, what do we do now? To confirm, our target is the true culprit of the Nailman killings, correct? The peacekeepers have decided that the boy's father is the Nailman and arrested him. But I refuse to accept that outcome. After we finish the investigation, we may find out the boy's father is actually the Nailman. If that's what you conclude, then I'll believe you, Halara. Believe? What a foolish line of reasoning. To believe in another is the shallowest concept one can uphold. All people lie. All people change their minds. As a detective, you must suspect all others, even me. Auch dich selbst. Yep, a detective must doubt everything. Still, I will believe what you say, Halara. I trust my instincts on this. Out of the question. A detective must never overlook a mystery. Any and all truths must be exposed. A detective must always prioritize solving a case. Emotions must be discarded to reach a perfect solution through a perfect deduction. Und wie willst du mich denn überhaupt unterstützen? That's the WD. Wenn ich dir gar nichts glauben kann, dann kannst du auch einfach nicht mitkommen und mir mein Geld zurückgeben, was ich dir noch nicht gegeben habe. You're free to think of me as you wish. However, the truth must be found with your own eyes. Otherwise, there is no point in continuing as a detective. Do you understand? Ja, ein bisschen drastisch, aber in Ordnung. Yes. Continuing as a detective. I still haven't found meaning in being a detective. What's Halara trying to make me see? I'm no good at this. A naive guy like yourself might be incompatible with such a straight-laced detective like this one. Maybe someone totally unmotivated would be better. Like that guy sleeping under the piano. Vielleicht schon, vielleicht schon. Vivia? I'm not sure if unmotivated is the right word. Anyway, Master, I've been wondering, is this Halara person a man or a Okay, woman? wir haben das sogar im deutschen Text. Es wird nur nicht weiter benutzt, übergebracht in die Pronomen. Now that you mention it, I have no idea. If you're ready, we'll start the investigation. I won't allow time to be wasted. Verwenden wir trotzdem weibliche Pronomen, obwohl wir keine Ahnung haben. That just makes sense. Oh, right. You missed your chance to ask. But then again, I also don't really care. You finished investigating the clock tower, didn't you? Now we will investigate the past Nailman cases. The past ones? These are serial killings, aren't they? Oh, so you want to investigate the past murders as well? And through investigating each one, we can conclude if the boy's father is really the culprit or not. Oh, but we don't know where the other crimes took place. Should we ask around town? War nicht irgendeiner in irgendeiner Kunstausstellung oder in einem Museum oder sowas? Ich glaube, das wissen wir zumindest, oder haben wir zumindest mal gehört. There are at least 3 additional crime scenes. A secret club in Kamasaki district, a mansion in a high-end residential district, and an art gallery in Ginma district. Ich finde es auch schön, dass im Deutschen hier einfach die Orte jeweils in Klammern geschrieben wurden, wie man das so in Dialogen so für gewöhnlich macht. Huh? When did you find that out? You think I did nothing while waiting at the cafe?
I prepared by gathering intel in order to move the investigation along. That's amazing. With my logic, anything is possible. But before we head to past crime scenes, the Nailman urban legend requires more research. Let's visit the legend's main stage. The main stage? Oh, you mean the church? I have yet to pinpoint the church's location. We should ask someone to guide us there. Der wird wohl nicht so schwierig sein, oder? Then we should ask the chief. Oh, I totally forgot about him. He told me to gather everyone. Ja, das war mal unsere Aufgabe. Ich glaube irgendwie nicht, dass das noch passieren wird. Lara, let's go back to the office for now. Was, wirklich? We're already way past the meeting time. Very well. We can ask the chief to take us to the church. Na gut, na gut. Aber ganz ehrlich, also das mit dem Pronomen. Ich glaube, es hätte mich sonst nicht mal so sehr... Ich hätte es schon schade gefunden. Aber ich hätte es nicht so schlimm gefunden vielleicht. Was? Nicht? Muss ich da hinlaufen? Warte mal, kann ich hier hinfahren? Okay, ich kann einfach nur nicht dahin fahren, wo wir hin müssen. Das ergibt keinen Sinn. Na gut, doch, ergibt bestimmt Sinn. Also ja, es wäre einfach in erster Linie schade gewesen, wenn es im Deutschen sich die Mühe gemacht hätten, sich irgendwas zu überlegen, ne? Aber es wird in einem Dialog angesprochen, dass wir nicht wissen, welches Geschlecht dieser Charakter hat. Oder verwenden wir trotzdem einfach weibliche Pronomen, cause well, I guess we need to use something. Gott, ja, bin ich überhaupt richtig? Wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin hier so mehr oder weniger richtig. Also, das sind wirklich sehr, sehr starke Energy von her pronouns are they, them. Master, you gotta hurry! I don't know. Aber ja, ich meine, was erwarte ich von der deutschen Übersetzung? Die ist in vielen Belangen nicht großartig, aber das ist wirklich... Hätte man sich ja was überlegen müssen. Hätte man ja nachdenken müssen. Was machen wir denn damit? It's the peacekeepers. Diese Pronomen. Wir haben kein they, them im Deutschen. Hilfe! Huh? Oh, right. Chief. And that peacekeeper from the clock tower. Oh, er hat sogar Blumen mitgebracht. Seth Burroughs. A high-ranking peacekeeper. He's quite Wow! Hör auf, lange Pausen zu machen, Leute. Sure got Bitte. some heavy rain again, huh? The humidity makes my hair fuzzier than normal. I don't care. Huh? What did you say? I don't care. More importantly, you sent your detectives to interfere with the Nailman case, didn't you? We have witnesses. Nailman? Now that you mention it, there was a case like that before. Oh, wait, no, I don't know anything. This flower, it's beautiful, isn't it? Huh? Created by Amaterasu Corp's research, this precious work of art is adapted to Kanai Ward's environment. But unfortunately, once picked, it can only maintain its beauty for 3 hours. When something beautiful withers, it fills me with an inexplicable sorrow. I feel so sad that... it makes me want to sink a ship. Was du sagen möchtest, wir haben 3 Stunden Zeit, um den Fall zu lösen, oder was? I don't follow. The Nailman affair will be handled by the peacekeepers. You and your team will withdraw immediately. Bring in the detectives you sent out. The peacekeepers will take custody of Okay, them. nein, wir haben nicht 3 Stunden, um den Fall zu lösen, wir haben 3 Stunden, um inhaftiert zu werden. Hold on! I don't know what detectives you're talking about, and I don't know where any of them are. I'll wait until this flower withers. You have 3 hours. I'll not wait a second longer. If you fail to meet my demands, you will suffer the same fate as this flower. Fine, I get it, but can't you give me more time? Drei Stunden sind in Raincoat halt schon wirklich wenig. So lange wie ihr alle sprecht miteinander in jedem einzelnen Dialog. Oh, Yuma, and Halara, too. Aber ja, ich denke, es wird einfach darauf hinauslaufen, dass wir innerhalb von 3 Stunden den Fall lösen sollen. Was eigentlich machbar sein sollte? Was machbar sein sollte?
dass wir das Mystery Labyrinth haben, was dann halt 3 Stunden geht, aber 3 Stunden, in denen keine echte Zeit vergeht. I know. We were watching from over there. Huh? You were watching? You could have at least helped me out. Ich glaube, wir wären ins Gefängnis gekommen, wenn wir vorbeigekommen wären. Hold on. Are you two the detectives they were talking about? I'm sorry. It's a long story, but it was probably us. Oh, you've got to be kidding me! Why? What's going on? It's exactly as the Peacekeepers said. We are currently pursuing the Nailman case. We'd like to search around the church. I was about to ask you to take us there, but you seem rather busy. Yeah, I'm real busy now, thanks to you two! You're gonna keep investigating? Not gonna help your chief out of a jam? Look, we've got 3 hours before I'm taken away. If that happens, the last detective agency in town is done for. Would you rather hand us over to the Peacekeepers? Who do you think you're talking to? I'm the chief. I'd rather turn myself in than ever sell anyone out. Ja, das ist ja in Ordnung. Dann können wir weiter den Fall bearbeiten und du wirst in 3 Stunden festgenommen. Ist doch gut, oder? Though, I wouldn't want to do that either, if I'm being honest. Never mind. Forget what I just said. Man, he does not know when to stop. What should we do, Halara? There's only one person who'll be taken into custody. It's not the chief, not us. It's the Nailman. Ich glaube nicht, dass der Nailman festgenommen wird, weil tatsächlich wird er einfach sterben, sobald wir das Mystery gelöst haben. Wenn es so läuft, wie ich es gewohnt bin zumindest. You will find the real culprit and turn the murderer over to the Peacekeepers as originally planned. With enough evidence, they will have no room to reject the truth. But we only have 3 hours. 3 hours is more than enough. I will give my utmost effort as your assistant. With my logic, anything is possible. I don't really get it, but it seems best to leave it to you two. You said you wanted to go to the church? Let me mark it on the map. Vielen Dank. Vielleicht können wir jetzt auch mal die Bushaltestelle hier verwenden, statt nochmal hinzulaufen. It's for the best that I don't tag along. If we're seen together, things will get even more sticky. I'll be right here, waiting for good news. I'm counting on you. Got it. We're off. 3 hours. You've got 3 hours to solve the case. Seriously, I'm counting on you. There's still so much I need to do. Oh, was hat er da? Ein Foto? Ich denke mal ein Foto. Mysteriös, mysteriös. Wir können wohl keine Bushaltestelle verwenden. Na gut, ist in Ordnung. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so weit. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so weit. District. Time is short. Okay. Let's hurry! Trotzdem, so bisher sind ja ein bisschen überflüssig, diese Bushaltestellen, wenn ich trotzdem immer nur überall hinlaufen muss. Na gut, ich lerne die Stadt auch noch kennen. Das ändert sich dann alles noch. Ja, ja, bestimmt, mit Sicherheit. Und vielleicht sind die auch mehr für die Sidequests und so da und gar nicht so sehr für die Hauptstory. Vielleicht werden wir in der Hauptstory immer eher so zu Fuß durchgeleitet. Na gut. So the Nailman urban legend originated at this church. There aren't any ghosts here, are there? It's safe, right? What's the matter, Halara? I hate churches. I Same. find them devoid of value. So true. Based. Guck mal. Huh? Why is that? Hast du auch mal vernünftige Sachen zu sagen. Because Und nicht nur, ich prayer hasse is arme obviously Menschen. inferior to payment. Just look at the tragedies the city has seen. Ich meine, okay. Also. Da würde ich vielleicht zustimmen, so grundlegend. There is no God to save you. The lost lamb should look to detectives for help instead, don't you think? I don't know about that. Depends on the individual. Forget it. For now, let's talk to the people around the church. Will they even listen to us? They can't say no if we say we're on assignment for the Peacekeepers. Is it okay to lie like that? Whether it's okay or not is secondary. Our priority is to solve the case. In order to achieve that, deception is at times required. Now, let us educate those who are here that their true savior isn't beyond the rain clouds.
Es wäre dir also lieber, wenn die Kirche Zahlungen annehmen würde, ja? Verstehe ich das richtig? Und okay, das sind Character Designs. Das sind, die haben auch Sprites. Unglaublich. I've already spoken to the peacekeepers a bunch of times. How many times do I gotta say it? Hasn't the culprit already been arrested? Well, I don't mind. I have time to talk. Aber ja, wir brauchen noch potenzielle Täter und deswegen brauchen wir auch ein paar Charaktere, die tatsächlich Charaktere sind und nicht nur irgendwelche random NPCs. How long are you going to stand around like some tombstone? Our time is short. Why do you think we've gathered them here? Oh, yeah. We have to question them, right? Guter Plan. It's your move. Play your card. Do I really have to do this? I guess Halara seems intent on being the assistant. In my opinion, it'd go much faster if Helara did this, Master. But I have to do it. No point in wasting time thinking about Richtig, it. also bitte hör auf nachzudenken und mach einfach. So. Time for an investigation. Hi. And you are... I do the odd jobs like cleaning around the church. Was ist dein Name? I also care for the forest. Do you know anything about the Gut, kein Name. Aber Dina ist auch in Ordnung. Kann ich mir auch besser merken, glaube ich. I often patrol the woods, but I'm usually asleep at night. When morning comes around, there are dolls nailed to the trees. It's tough to clean all of them up. I've never seen the nail man himself, but I've seen people enter the forest plenty of times. Have you ever talked to them? I have, but they typically run away. Some get surprised and leave their nails and doll behind. I chase after them to give them back their dolls, but I'm never fast enough. They always get away. That makes sense with a body like that. Okay, danke, Shiniga. Wow. I understand. Shiniga Thank you very möchte, much. dass man sie mag. Ich hasse nicht nur arme Menschen, ich hasse auch dicke Menschen. Are you the priest of this church? That's right. My family has served this church for many generations. Immerhin hasst sie nicht non-binäre Menschen scheinbar. Also ich meine, es ist doch, guck mal, ist doch, sie ist gar nicht so schlimm, in Ordnung. Though I only became a man of the cloth in recent years, the blood of martyrs spanning centuries dwells within me. Thus, my existence is but a piece of the eternal prayers offered. That is my mission, as the divine has guided me to do. Ja, okay, chill. Interessiert mich nicht so ganz. Why? But he sure seems proud to be a priest. Ja, ziemlich. Do you know about the nail man? Of course. I have no idea how that rumor spread around. Perhaps it was even started by a wish made by those seeking salvation, which created the fantasy of the nail man. Salvation? The people of this city must be crazy if they look to the nail man for salvation. Hey, that actually sounds kind of cool. I know how they feel. I want to tie you up and go to a world where it's just you and me, Master. Oh, okay. Isn't it basically already like that? Ich weiß nicht, also es gibt schon noch ein paar andere Menschen hier. Zum Glück. Aber ich habe so das Gefühl, die Charaktere hier bekommen echt keine Namen. Sie haben Sprites, aber keine Namen. Was durchaus eine Entscheidung ist. You are... Du hast auf jeden Fall das, von allen Charakteren hast du das meiste Design. Sagen wir es einfach mal so. What are you, blind? I'm a nun, obviously. Ja, offensichtlich. You got some nerve calling me here out of nowhere. Do you know how busy I am with choir practice? I'll kill your ass in the name of God. Sorry. She's the type my master has trouble with. Ja, so wie du. I'll have you know, my dad is a higher up at Amaterasu Corporation. I don't care if you're on a mission from the Peacekeepers. If you piss me off, Papa will make you regret it. Right. I'd just like to ask some questions. I'll keep it quick. Do you know anything about this nail man? You mean the guy nailing up dolls? Well,
I have seen someone going into the forest late at night. Whenever I've gone into the forest afterward, I usually find dolls nailed to the trees. The dolls have names written in what looks like blood. It's creepy as hell, really. In other words, it's totally metal. Okay, ja, also ich sag ja, die würde sich echt gut mit Shinigami verstehen. I see. By the way, what happened to your right hand? Did you get hurt? Hey, don't stare. It's nothing. Aha. I went a little overboard while practicing an instrument. Und hast dir den Arm gebrochen oder so? Instrument? I'm working on this new thing I call death metal choir. I was messing around on the bass and... Und dann was? Dann was? Is that your dominant hand? What kind of question is that? You wanna die or something? Oh, it is her dominant hand. I'm sure of it. I see. Ist also ein Alibi, je nachdem, ne? Je nachdem, was wir noch so für... Ja, okay, doch, auf jeden Fall für letzte Nacht ist es zumindest ein Alibi, würde ich behaupten. Außer sie faked es. Außer sie hat sich gar nicht verletzt, weil... Was hat sie denn mit dem Bass gemacht? Was soll denn passiert sein mit ihrer Hand? I don't get it. Ich sehe es noch nicht ganz. Vielleicht ist es eine Lüge. Vielleicht ist es ein Trick. Aber ich mag sie. Also möchte ich nicht, dass sie schuldig ist. Excuse me, but you are... Das ist meine Begründung bisher. Do you even have to ask? You know who I am. Nein, du bist der Anbeter. Huh? No, I think today is the first time we've met. What? You're investigating the nail man and you don't know who I am? What's that supposed to mean? This must be the clergy member on the report who was the first to find the body. Yeah, that's right. I was the first on the scene. Right, it was on the report. I'm impressed Halara was able to realize it so quickly. I've been attending every day since I was first baptized here as a child. That's how pious I am. But I don't work here, so it's not like I'm a clergy member. I just love mystical places like this. There's an otherworldly feeling to it, you know? Ja, total. I love researching this type of stuff, which is why I've been keeping an eye on Nailman activity for a while now. So, you know a lot about the Nailman. That's an understatement. In fact, you could say I'm an expert in Nailman research. In that case, what do you think about the clock tower murder? Though it seems the suspect has already been arrested. I think he was framed. Oh, denkst du auch? You do? Then who do you think the real killer is? The real Nailman, obviously. The peacekeepers are making a big mistake. Listen, the Nailman exists. Gut, das ist natürlich auch eine Ansicht, die man haben kann. The Nailman is summoned through ritual and commits murder based on a sacrificial doll. Vielleicht nicht nur ein Anbeter Gottes, sondern auch ein Anbeter des Nailmans. That's impossible. Yeah, I get it. You probably want proof. In that case, look for a doll in the forest. You'll find a nailed doll with a name tag for the dark ceremony. Whoever's name is on it is the Nailman's next target. Just follow someone in town with the same name. If you're lucky, you might have a run-in with the Nailman. Unfortunately, I wasn't so lucky. I've missed him by just a hair 4 times already. I see. So you can guess the next victim. Du hast den ganz knapp jedes Mal verpasst. Das heißt, du warst an jedem der Tatorte kurz nachdem die Tat geschehen war. Auch allgemein, die erste Person, die Leiche gefunden hat. Immer ein bisschen verdächtig. I was so close at the clock tower, too. I found someone whose name matched a name tag and figured out she was heading to the clock tower. I called the peacekeepers and entered the clock tower, but I was too late. Damn it! If only I had acted sooner. I was so close to meeting the Nailman. Guess he just wants to meet the Nailman and doesn't care about preventing the murders. Ich meine, es ist fast so offensichtlich halt, ne? Also es wirkt sehr stark so, als sollte ich denken, dass er es war, weil er war halt immer am Tatort offensichtlich, kurz nachdem der Mord geschehen war. Der jeweilige. Weiß nicht, also es klingt schon eher nach... Ich war der Mörder übrigens. Only end your turn once you've secured a shot at victory. Okay.
Does that mean I should gather more Soll ich information? mit allen nochmal reden? What else should I ask about? Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch was über die vergangenen Nailman-Morde wissen, weil wir gar nicht so viel darüber wissen auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen alles fragen, ne? Ich glaube, wir fragen einfach alles. Ja, also fangen wir oben an, weil das ist schon There have been relevant. several Nailman cases in the past, right? Does anyone know anything about past cases? You know a lot about these things, right? Yeah, you can ask me anything Ja, about das the Nailman, dachte ich mir jetzt fast. including all past cases, obvious. I was the first to find the body every time. Come on, bitte, das ist doch so offensichtlich. Huh? Every time? Also im Sinne von, das kann es halt nicht sein, weil es zu offensichtlich wäre. There's no reason to look surprised. I already told you how I did it. I find dolls with name tags in the forest. Then, I look for whoever's supposed to be the next victim. Ja, genau wie der Nailman es auch tut. But every time I find a victim, they're already dead. Being the first on scene each time sounds super Ja, suspicious. gut, okay, ich sage doch selbst, ja, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Außer sie wollen es so offensichtlich machen, dass ich davon ausgehe, dass er es nicht sein kann. Und dann ist es am Ende doch. You think I'm suspicious? I don't know. Don't you? I suppose you would. The first person on the scene can always lie and say they discovered the body in a locked room. But the thing is, I've never been alone when I've discovered a body. Na gut, mit wem warst du denn unterwegs? Ach, hast du immer die... All of the crime scenes had no way in Ja. or out, so I'd open them with someone nearby, or by asking the peacekeepers. So the body's discovery was never done alone. If that's true, Ja, aber then all the rooms really were locked. das heißt, du hast die Räume, die verschlossen waren, aber schon selbst gefunden und hast dann nur mit jemand anderem zusammen die Tür geöffnet. Das heißt, ja, okay, du hast quasi damit bewiesen, dass das wirklich alles Locked Room Murders waren und nicht einfach nur gefakte Locked Room Murders. Aber du hast trotzdem nicht bewiesen, dass du es nicht warst damit, oder? Master, why don't you ask for more details about past cases for now? Ja, bitte. Can you tell me more about each case? There have been 3 Nailman cases in the past 6 months, excluding the one at the clock tower. The first happened 6 months ago at a secret club in Kamasaki district. It's essentially a members-only casino. The victim owned the place. At the time, the Nailman was just a name you'd sometimes hear about in urban legends. But I had a personal interest in the Nailman, so I started researching him. And then it happened. I came across another murder while investigating a name tag I'd found in the forest. I knew then that it had to be the Nailman. And that crime scene was also within a locked room? Yeah, all of the Nailman crime scenes have common characteristics. There's always a corpse and doll coated in nails. And also, the murderer leaves no trace behind. Isn't that bizarre? See why I'm so interested in the Nailman? Ja, total. I totally get it. Ja, das dachte ich mir, okay. Schön. Don't empathize with him. The secret club was the first locked room mystery. As for the second, Das erste Rätsel im verschlossenen Zimmer. Ich liebe es. it was at a mansion in the residential area near Ginma district. About 3 months ago, the owner of the mansion was murdered in the building's study. The crime scene again took place in a locked room with a corpse and doll covered in nails inside. Considering all this, there's no doubt. Ja, in it was Ordnung, habe ich coming. verstanden. And I knew the legendary Nailman had descended upon Kanai Ward. Crazy. The third locked room mystery occurred a month ago. A woman was killed in an art gallery storage in Ginma district. It also featured a body and a doll covered in nails. Davon ging jetzt was aus. And today, the fourth locked room Okay, das mystery alles, ja. happens every single Nailman case. Das hilft mir noch nicht wirklich weiter, das zu wissen, dass diese Fälle existiert haben und an Orten existiert haben und es war jedes Mal ein Locked Room. Ich müsste schon irgendwie ein bisschen mehr darüber wissen. I'm sure the Nailman will continue on. He will enact revenge for the people of Kanai Ward. Gut, ja. Es gab mal Nailman-Morde. Andere. Dann machen wir halt erstmal weiter mit den anderen Sachen. Ich hoffe halt, dass wir noch ein bisschen mehr über die Morde wirklich erfahren. Und zwar, wie sie auch wirklich passiert sind und sowas halt. Aber na gut. Erstmal Puppen. That reminds me. Is there any information about the dolls used in the Nailman ceremonies?
I know a few have been found at the crime scenes too. Ein paar, ja. You find that stuff in any doll shop. Doll shop? Huh? You haven't seen one? What are you, a foreigner or something? Around here, all the craft shops have been selling fancy dolls for a long time. They were mostly souvenirs for tourists, but that industry is long gone now. Some places still sell them at steep discounts just to get rid of their stock. If you know where to look, you'll see mountains of illegally discarded dolls all over the place. I see. So they aren't much of a clue given how easy they are to obtain. Man könnte trotzdem gucken, ob es irgendjemanden gab, der in letzter Zeit teilweise sehr, sehr große Vorräte an Puppen gekauft hat. Wobei, es wurde auch gerade gesagt, dass man Berge von entsorgten Puppen findet. Also vielleicht hat er auch einfach die genommen. Nicht unmöglich. Has anyone noticed strange things happening near the church lately? Wow, what a vague question. Oh, now that you mention it. Hat funktioniert. What is it? Please, any small detail will help. Something strange was burning in the incinerator earlier. What do you mean by strange? Looked like... I thought it was a rope, but all I can say is it looked strange. Ein Seil. Can you try drawing what it looked like? Ich male mal ein Seil. Look like some sort of bizarre rope. Ist das einfach eine halbe Leiter? It's like a centipede with legs missing from one side. Ja, nee, es sieht halt eher aus wie eine Leiter, auf der einfach eine Seite fehlt. Vor allem, wenn es einfach ein seltsames Seil war. Stimmt, wir hatten auch oben im Uhrturm ja 2 Nägel in den Puppen, wo jeweils irgendwie Spuren dran waren. Also vielleicht hing da einfach die Leiter dran. Auch wenn ich mich dann frage, warum die Leiter halbiert wurde anscheinend. I don't know. I was worried that it wasn't supposed to be burned. So I tried to take it out. Oder vielleicht war die eine Hälfte schon verbrannt zu dem Zeitpunkt, wo du es gefunden hast. But I was too late. Ja, okay. It was completely Dann gehe ich einfach davon aus, dass die... Aber wie verbrennt denn die Leiter von der einen Seite, sodass die andere Seite noch komplett intakt? Das ist ja blödsinnig. I asked around to see if anyone knew about it, but everyone claimed they hadn't thrown away anything like it. The incinerator is surrounded by a locked fence. Only clergy can access it. So, no one here recognized it? I don't even work here in the first place. Only clergy can access the incinerator, but no one claims to have thrown it away. Dann fällt der Anbeter ja schon mal raus, ne? I don't know if this has anything to do with the case, but something's fishy. Also ich gehe davon aus, dass es was verwendet wurde, um aus dem Raum zu klettern, aber warum genau es nur eine halbe Leiter war, verwirrt mich noch ein bisschen. Also ein bisschen sehr. So, der Verdächtige. A watchmaker was arrested earlier. He's suspected of being involved in the Nailman incident. Does anyone know anything about him? A watchmaker? You mean G.A. Colin? Ja, tatsächlich jemand mit einem Namen im Gegensatz zu euch. I've asked him to fix the church clock several times. To think that he's the nailman. Well, it hasn't been proven that he's the culprit yet. Oh, I see. But if it were him, no one would blame him. What do you mean? This city has completely changed. Everyone is seeking salvation in some way. The Nailman was born out of our situation. You mean the Nailman is what the people actually wanted? Many would certainly deny it, but the nailed dolls continue to appear in our forest. If the Nailman acts as their agent, then they are also the Nailman. In a way. Ja, das kann man wohl so sagen. That's how I see it. What do you think? It's true. The Nailman could be seen as a savior to some people. After all, he kills the people you want dead for you. Ich meine, ja, das ist natürlich die offensichtliche Herangehensweise, The das zu victim had betrachten. it coming for doing something worth getting killed over, right?
Ja, vielleicht war es gar nicht so schlimm, ne? Vielleicht I think I've hat das asked Opfer was about everything verdient. I wanted to find out. Looks like time is almost up. Let's get going. Vielleicht haben alle der Opfer es verdient. Was that okay? Yes, it will suffice. Thank you for your cooperation. Du hast wirklich keine Fragen mehr? Warum bist du überhaupt hier? You should study their faces well. They may end up being accused of the murders. Achso, ich gehe schon davon aus, dass das die 4 Verdächtigen sind, die ich irgendwie You need to gefallen remember soll. every face, so you can spot them, even if they flee through a crowd. Ja, gut, die Gesichter kann ich mir recht leicht merken. Also die sind schon... Wait, do you mean the actual culprit is one of them? Perhaps. There's not enough information yet to act on. We have no time to waste. Let's investigate the other crime scenes. Best not to scramble what little gray matter rests in your head. So let's examine the crime scenes chronologically. Okay. Well, the first murder occurred at... In dem Club. Na? Achso, muss ich sogar auswählen. Ja, ich erinnere mich noch. It's the secret club in the Kamasaki district, right? Correct. Let's hurry. I won't allow time to be wasted. Ja, aber gerade wenn wir uns jetzt noch die ganzen anderen Tatorte angucken, ich glaube nicht, dass wir noch großartig irgendwelche potenziellen Verdächtigen kennenlernen werden. Ich denke, das werden diese 4 sein. Das Ding ist, ich habe nicht so viele Anhaltspunkte charakterlich jetzt bemerkt, die ein Hinweis darauf sein könnten, wer was mit dem Fall zu tun haben könnte oder wer nicht mit dem Fall zu tun haben könnte. Also natürlich die Nonne hat halt den Arm. Das wäre ein Alibi für sie, für die letzte Nacht auf jeden Fall. Aber auch nur, wenn sie nicht lügt. Das könnte auch lügen. Vielleicht hat sie sich gar nicht verletzt, weil sie hat sich anscheinend den Arm gebrochen beim Bassspielen. I don't know. Klingt ein bisschen sus, wie ich finde. Halara, I've been thinking. Und der andere Typ, der Anbeter, der hat halt, ist natürlich sehr verdächtig, aber hat ja insofern ein Alibi, als dass er die Leiter oder was auch immer nicht verbrennen hätte können. The first incident was 6 months ago, right? If we go to the crime scene now, there's nothing left to investigate. Oh, ist das ihr Forte vielleicht? You think it will be a waste of time? There's no need to worry about that. So, you have a plan then? What? You're working with Halara Nightmare. What more could you possibly ask for? Now, let's be swift. Huh? Right. I don't really get it, but talk about confidence. Habe ich mich nämlich gerade schon zwischendurch gefragt, was denn ihr Vorteil sein könnte und vielleicht hängt das damit irgendwie zusammen. Vielleicht kann sie irgendwie Vergangenes manifestieren oder This so. appears to be the crime scene, but it's sealed off. They've left it like this for 6 months? No doubt they've shirked their obligation to clean up. I Oh, suspect okay, the wow. peacekeepers Okay, das are ist natürlich auch eine using their Erklärung. fault. Das ist eine deutlich dümmere Begründung. Also, wenn das ihr Vorteil wäre, hätte ich das wesentlich eher ernst nehmen können. Aber nein, sie haben einfach seit 6 Monaten den Tatort zugelassen, wie er war, oder was? Ja, It's komm, open. geh. Let's go inside. Und das auch in der Kunstgalerie und was war das andere jetzt nochmal? Weiß ich gerade nicht. Herrenhaus, irgendein Herrenhaus oder so. Da haben sie es auch einfach nicht aufgeräumt. Die ganze Zeit über. Was auch immer du meinst. Na gut, okay. Es ist nicht ganz so, wie ich dachte. Ich dachte, die Leiche vielleicht nicht. Aber zumindest die ganzen... Oder waren ja keine Puppen in die Wände genagelt? Vielleicht waren hier gar nicht so viele Puppen in die Wände genagelt. The peacekeepers may be sloppy, but even they wouldn't leave the crime scene completely untouched. Ja, okay, gut. Das kann ich deutlich eher glauben. Auch wenn... Okay, du willst mir sagen, dieser Ort war jetzt seit Monaten nicht geöffnet, weil sie hier nichts gemacht haben, aber sie haben einfach alles laufen lassen. Auch die Automaten im Hintergrund und so. Die
funktionieren einfach noch. Die sind einfach die ganze Zeit angewiesen. The body was probably found around here. Na gut. The victim's name is Suguma Iho, an old man who owned this place. His reputation left much to be desired. This place was an illegal casino operating at obscene rates. Even the cheating was rampant. You sure know a lot about it. When did you... I told you, I gathered my own intel while waiting at the cafe. The real interesting note is that this crime scene also had no way in or out. At the time of discovery, the door was locked from the inside. There aren't any windows either, which is expected given that it's underground. There are air vents, but they have secure covers barring entry. Besides, no one's able to reach that high up. No windows. The only way in and out is the door that was locked from the inside. It's a locked room mystery! Locked room mystery! But there's not much more to investigate. We don't know what state the body was in at the time of discovery. I told you not to worry. The conditions have all been met. Conditions? Don't tell me you've forgotten I'm a master detective. Okay, es ist doch ihr Forte. Oh, Es your ist doch forte. Eishack, you know? My forte It's is fine. post-cognition, the power to see the past. Ja. However, it can only be used at murder scenes. To be precise, I can only see how the crime scene appeared at the time it was first discovered. Another way to describe it would be as crime scene limited psychometry, if that's easier to understand. That's amazing! It's like the perfect forte for a detective! My power allows me to see the moment the first witness saw the crime scene. Not the culprit, not the victim, but how it appeared when a third party first entered. Okay, das ist insane spezifisch. The memory or perception of the witness does not affect my postcognition. What I see is what actually was there. When it comes to my power, the witness is not a camera or a recording device, but rather a trigger. Perhaps the best way to think of it is like a bookmark stuck between the pages of when the body was found. Well, there's no point in wasting more time explaining. Let's have a look. That power sure is convenient. Explains all the confidence. It's similar to the mystery labyrinth, where I recreate the crime scene in your mind. But now it's done in the real world. Although, it is limited to both the crime scene and the moment of first discovery. But still, it's amazing. On the other hand, my master's got nothing. Why is life so unfair? Es ist vor allem Now ziemlich, I'm angry. also deutlich praktischer als alles, was wir im 0. Kapitel an Fähigkeiten, ja, gesehen haben. Master, can I nibble on your heart to help cheer me up? Nein. Of course not. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, vor allem, na okay, ich kann es vielleicht auch einfach so sehen. Vielleicht kann ich es auch einfach so sehen. Aber ich dachte ja, weil meine Fähigkeit ja ist, dass ich andere Fähigkeiten sehen kann, ist zumindest meine Behauptung, dass es meine Fähigkeit ist, ne? I wonder what it's like. Ich dachte, vielleicht wäre das nicht relevant, aber vielleicht auch nicht. Well, do I have some good news for you. What is it this time? Master, try to remember. Okay, Did you feel es anything ist doch back on jetzt the gerade Amaterasu relevant. Express? You know, when the other master detectives use their powers? This sensation. I felt it when Aphex used his powers. Ja. Somehow, it feels like I can hear what Poochie hears. Right. I can sense whenever a master detective uses their power. Yes, that's it! Maybe your coalescence will work now. Coalescence. Coalescence? Simply put, it's the ability to share someone else's power. On the train, you only felt the resonance of other people's fortes, but its true function is to share their powers. Wait, then that means I can also see the scene in the past with Halara? That's amazing! Is this your ability, Shinigami? Something like that. But there are conditions for it to activate. Ist es deine Fähigkeit oder ist es meine Fähigkeit? You must kiss someone to share their ability.
That's bullshit. What? Kiss Halara? Ha! I lied. Look at you blush. Did you really want to? You still don't know if Halara is a boy or a girl. Können wir bitte noch einen I Hate Gay People von Shinigami bekommen an dieser Stelle vielleicht? Oh, quit messing around and tell me how it works. You need permission from the person sharing the ability first. Then, you must hold hands while the ability is active. That's it. Okay, I can do that. Sehr gut. Das klingt vernünftiger. Machen wir das. Halara. Halara? I need you to be quiet. I'm concentrating. Sorry, but there's something I want to ask. Okay. Kurz nochmal die Erklärung wiederholen. Coalescence. Hold hands. You and me. Yes, that way I'll be able to see the past too. I think. My sources made no mention of such an ability. In fact, you're just a trainee. Yeah, but I just remembered I had it. Anyway, we don't have much time. Let's try it. I have no intention of getting friendly with you. Oh, it's not like that. I despise you. Okay, same. Huh? Just the thought of holding your hand makes my skin crawl. I didn't know you hated me so much. Let me be clear. I don't just hate you in particular. I despise all of humanity equally. Guck mal, das ist fair, das ist fair. Schon mal fairer als Shinigami. I don't trust anyone. Except the dead. I had a feeling. Halara must be a demon straight from hell. Then why did you choose to help me with the investigation? Geld. As I told you in the beginning, I always work sincerely for the payment I receive. As long as you promise payment, I will promise my utmost efforts as a professional. Then please, hold my hand. It's necessary for the investigation. You can add this to my bill if you want. You'll agree then, right? Du kannst auch nur auf die Rechnung setzen, weil ich sie eh niemals bezahlen werde, realistisch gesehen. Fine. If it's what I must do as a detective, then I have no choice but to agree. Ein paar mehr Schulden machen dann auch wirklich einen Unterschied mehr. I can see it. Everything looks different than a moment ago. Incredible. So this is post-cognition. Ja, das ist schon ziemlich sick, ja. Vor allem, dass wir jetzt beides quasi gleichzeitig sehen. So your coalescence is real. I didn't expect you to already have your own forte. Well, this does save me the trouble of reporting it back to you. But it's quite inconvenient to keep our hands joined. Very well. Go ahead and lead the investigation. Me? If you can see what I see, that would be for the best. I'm only acting as your assistant, after all. This is quite the bizarre crime scene. But unusual crime scenes are expected when you work for the WDO. Now, let's see what you're capable of. Na gut. Müssen wir denn die Hände weiterhin halten? Also. Nein, anscheinend. Oder doch. Doch müssen wir, weil jetzt gerade sehe ich nichts. Okay, das ist ein bisschen umständlich, aber na gut, müssen wir halt zwischendurch mal ein bisschen Händchen halten. Fangen wir an mit der Tür selbst. Oh, hier gibt es mehrere Sachen direkt. Das ist ein bisschen verrückt. Na gut, Eingangstür. What does that mean? Als gleich entdeckt wurde, war diese Tür von innen verschlossen. Es gibt keinen anderen Weg rein oder raus.
Mit anderen Worten, es ist ein Rätsel mit verschlossenem Zimmer. Rätsel mit verschlossenem Zimmer. Ich finde das so scheiße, dass sie es auch immer anders übersetzen. Es ist ja nicht mal so, also sie übersetzen Locked Room Mystery immer irgendwie. Das finde ich schon blöd. Ich finde, Locked Room Mystery ist ein Begriff. Den sollte man nicht übersetzen unbedingt, aber gut. Wenn sie es schon übersetzen wollen, dann überlegt doch wenigstens eine Übersetzung und übersetzt sich irgendwie immer anders. Ein Rätsel mit verschlossenem Zimmer. Klingt so blöd. That's... Die Stühle sind ordentlich aufgereiht. Hat jemand die Stühle nach dem Vorfall umgestellt? Well, Entweder die Friedenstruppen oder die Mitarbeiter hier. So oder so musst du dir keine Sorgen machen. Stimmt, ich schaue woanders nach. Also gut. Aber sonst ist hier auch wirklich nichts. Nö. Ich weiß nicht, warum ich gerade explizit hier... Ah, warte mal. Ich kann jetzt ZR drücken. Nein, das ist nicht ZR. Hilfe. Warte, das war ZL. Ich kann rechts und links gut unterscheiden. Ah, okay. So funktioniert das. Na dann, hau mal die Eingangstür. The lock is broken. Maybe someone broke it and forced their way in, like at the clock tower. But from the looks of it, there's no sign of the lock or door being tampered with. Gut, und da liegt ein Hocker rum. Da liegen sogar mehrere Hocker rum. That's... Der Stuhl wurde umgeworfen. Könnte das ein Beweis für einen Kampf zwischen Opfer und Täter sein? Ich weiß es nicht. Der Täter könnte ihn absichtlich umgeworfen haben, um die Ermittlungen zu vereiteln. Es gibt nicht viel, was wir damit anfangen können, außer dass er umgekippt ist. Schauen wir mal das nach. Sehr wahr, sehr wahr. Finde ich aber einen guten Punkt, immer anzusprechen, dass das, was weiß ich, wieder ausmachen und dann kann ich zurückgehen. Okay. Ja, dass die Art und Weise, wie der Tat unterlassen wurde, auch teilweise absichtlich so platziert sein könnte. Genau. Ich habe gute Wörter in meinem Kopf. Oh, der Theke steht ein Glas. Darauf ist eine dünne Staubschicht. Könnte also seit dem Vorfall dort stehen. Als er gleich entdeckt wurde, befand sich ein Schlüssel im Glas. Wir sollten Retrokognition verwenden. Das sollten wir wohl. Mach ich gleich. That's... Da ist ein Spielautomat. Er wurde eine Weile nicht benutzt, also ist er voller Staub. Soweit ich das beurteilen kann, gibt es keine Spuren, die mit der Tat zusammenhängen könnten. Naja, aber was mit dem daneben? well. Wenn du den Tatort zum Zeitpunkt der Entdeckung der Leiche sehen willst, ja, ich weiß, danke. Was mit dem Automaten? War da nicht irgendwie Blut dran oder so? Ich erinnere mich gerade nicht mehr dran. Vielleicht sehen wir das jetzt ja gleich. Nein, wir können uns nur den angucken. Yeah. Ach doch, da ist Blut dran. Ach so, okay. Der Spielautomat sieht makellos aus, scheint so, als wäre er gut gepflegt worden. Hier ist nichts Interessantes. Yeah. Wirklich nicht? Scheint so, schauen wir mal anders an. Ist da nicht Blut dran? Ist da nicht Blut dran? Bilde ich mir das ein? Ich guck gleich nochmal nach. So, da ist mal ein Schlüssel im Glas. Oh, there's a key in the glass. Is it the key to the room? Seems like it. By the way, being an illegal casino, the security was extremely tight. There's only one master key. It's also a special key that can't be duplicated. If it was thrown in from outside the vent, it wouldn't be inside the glass. So this is definitely another locked room mystery! Hooray! I'm so glad I met you! Ja, kein Problem, kein Problem. Und tatsächlich liegen da hinten übrigens doch, also hängen da hinten doch ganz schön viele Puppen an der Wand. Auch wenn man die Spuren davon nicht sieht. Ach doch, doch, okay, jetzt sehe ich sie. Jetzt habe ich habe sie vorher irgendwie nicht bemerkt, diese kleinen Löcher überall. Aber hier. Hier ist kein Blut. Hier ist auch kein Blut. Der ist einfach nur aus, ha? Ach, das ist irgendeine Spiegelung, oder? Hä, was ist denn das? Das ist einfach nur das Licht? Weil ich sehe aus dem richtigen Winkel, sehe ich da irgendwie was Pinkes. Ich dachte, das wäre Blut. Aber anscheinend ist das einfach nur irgendeine Spiegelung von etwas. Vielleicht auch von gar nichts. Ich weiß es nicht. Na gut, okay. Dann nevermind, die Spielautomaten sind irrelevant. Scheinbar. Roulette-Tisch. That's... Da ist ein Roulette-Tisch. Wurde wahrscheinlich seit dem Vorfall nicht mehr benutzt, da er voller Staub ist. Ja, okay, das ist sehr hilfreich. Sonst noch irgendwas Spannendes hier? Ist hier wirklich gar nichts? Ah, nicht schon wieder. Stopp. Er wurde halt verschoben, ne? Genau. Und da lagen auch noch ein paar Puppen rum. Festgenagelt. That's...
Da ist auch eine Puppe, die an den Roulette-Tisch genagelt wurde. I see. Da ist auch eine Puppe angenagelt, genau in der Mitte des Roulette-Rads. Ah, okay. Was? In der Mitte des Roulette-Rads? What are you talking about? Die Puppe selbst scheint die gleiche zu sein wie die anderen. Scheint nichts Bemerkenswertes zu geben. Das ist an und für sich alles, was wir herausfinden können. Schauen wir alles nach. Das ist der Roulette-Tisch, das hinten ist das Roulette-Rad. Da ist doch keine Puppe drin festgenagelt. Hm? Boah, ist ein laut. Und das während des Vorfalls bewegt. Soweit ich das sehe, scheint es nichts mit dem Fall zu tun zu haben. Ja, das ist an einem anderen Ort nachsehen. Na gut. Also ich weiß nicht, wo hier Puppen dran festgenagelt worden sein sollen, weil hier sind tatsächlich keine Löcher drin auf jeden Fall, aber gut. Was auch immer du meinst, Okay, hier kann ich mir nichts angucken, ich kann mir wirklich nur den Lüftungsschacht angucken, ha? Hier ist ein Lüftungsschacht, die Abdeckung ist verschraubt. Da glaube ich nicht, dass sie sich öffnen lässt. Ich bezweifle, dass die Abdeckung so geöffnet werden kann. But Es ist zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Vergleiche es mit dem, was du mit der... Ja, genau. Habe ich vor. Musst du mir nicht jedes Mal sagen. Ich will nur erstmal alle Dialoge mitnehmen, ja? Alle möglichen Hinweise irgendwie sammeln. Ah ja, die Leiche habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das ist ein guter Punkt. I see a body. The murder scene through Halara's eyes is completely silent. There are dolls nailed to the walls and floor, and a corpse pinned down with nails in a similar fashion. This all feels like a dream. It doesn't seem real. There are abnormal decorations all around the crime scene. And it's so quiet. Ich habe wohl das Relevanteste bis zum Schluss aufgehoben, ja? Ich meine, ja. Ich geb's zu. I knew it. Im geheimen Club sind auf jeden Fall auch Puppen an der Wand genagelt. yeah. Das muss die Visitenkarte des Nailman sein. Die sind scheinbar zufällig an die Wand genagelt und zeigen in alle Richtungen. Ich lege kein Muster. Es gibt nichts, was mit dem Täter in Verbindung gebracht werden kann. Lass uns versuchen, woanders nachzusehen. Ja, hier jetzt gerade sehe ich auch noch keine Puppe, die irgendwie relevant angebracht wurde. Die uns irgendwie beim Lösen des Falls helfen könnte, potenziell. Ist halt interessant, dass hier noch Nägel sind, die über... Ja doch, hier sind halt noch Nägel über der Leiche, die zum Lüftungsschacht irgendwie zeigen, ne? So einen Weg bilden. Ja, hier unten sind auch noch mehr, aber hier drumherum halt nicht. Deswegen, ich glaube, dass das irgendwie vielleicht... Dass das vielleicht irgendwie relevant ist. Weiß ich nicht. It's a man's corpse. He's probably around 60 years old. His body is pinned against the wall with countless nails. There isn't much bleeding, so the nails must have been hammered in after he died. Es ist kaum Blut zu sehen. Na gut, okay, vielleicht könnte es sonst noch mehr Blut haben, aber... Come on, es ist kaum Blut zu sehen. You're starting to get the hang of this. Not too shabby. Oh, there are marks on him. Signs that he was strangled. Mal wieder. Wohl auch immer dasselbe Verfahren, ne? The vertical scratch marks were probably made when he resisted. Ja. The most basic of basic observations. Well, at least you noticed. That's thanks to everything I taught you at the clock Hast du tower. denn noch irgendwelche Sachen bemerkt, Halara? This situation is identical to the murder at the clock tower. The culprit first strangled the victim to death, and then decorated the room afterward. But why? Ja, warum? Hey, this vent. The cover is in place, but it hasn't been screwed on. Okay. Which means it could be easily removed. Aber dagegen ist es da wieder festgeschraubt. Das heißt, der Mörder könnte schon mal zurückgekommen sein. Zum Beispiel mit dem Typen zusammen. Dem Anbeter, der ja der erste Zeuge war, der dann hier reingekommen ist und nicht alleine hier reingekommen ist. Vielleicht sind die zu zweit hier reingekommen. Und dann hat er, als der Anbeter wieder rausgegangen ist, spontan nebenbei, ja, das wieder festgeschraubt. What are you doing? You can't touch what you see in postcognition, even if you happen to be 3 meters tall. Oh, I see. But I think this will be an important clue. The vent is about 40 by 30 centimeters. A thin adult can probably pass through. Ja, ein schlanker Erwachsener, womit wir wieder ein Alibi für eine Person haben. Was ja nochmal explizit angesprochen wurde. Ja genau, aber jetzt in der Gegenwart ist der Lüftungsschacht wieder festgeschraubt. Das ist interessant, das heißt, es wird dann wohl doch der... Ich weiß nicht, wie man da hochgekommen sein soll.
Also ja, vielleicht sind dafür die Nägel da. Also der ist einfach hier drauf geklettert, über die Nägel hinweg und dann irgendwie da durch. Es wirkt ein bisschen absurd, aber vielleicht nicht unmöglich. Wobei, was unmöglich wäre, eine Lüftungsschacht wieder hinter sich zu verschließen, oder? Also, wobei ich weiß nicht, wie weit der Lüftungsschacht hintergeht und ob es da irgendwie vielleicht irgendwie einen kleinen Raum hinter gibt. Dann relativ schnell, von wo aus man dann die Kappe von innen wieder da dran packen kann. Aber das Ding ist, wenn nicht, müsste man sich halt im Lüftungsschacht irgendwie dann umdrehen. Okay, man könnte einfach den ganzen Lüftungsschacht raus und dann wieder rein mit der Kappe. Mit der Abdeckung. I guess. Ja. By the way, Yuma, did you notice the nail below the vent? Ja. Der ist auch ein bisschen gebogen, ne? The vent? Ja, die sind alle gebogen. Da ist jemand drauf getreten. Huh, some of the nails are bent downward. Maybe they were hammered. Ja, genau das, Yuma. Genau das ist der Hinweis, den du gerade daraus mitnehmen solltest. Or perhaps there's another reason. Einen anderen. Another reason? Einen ganz mysteriösen anderen Grund. I think that's about it. Also nur mal so, der Schlüssel hier im Glas, der ist einfach nur da drin gewesen, um zu beweisen, dass es ein Lockroom-Mörder war. Also dass der Schlüssel im Raum war und nicht außerhalb des Raums, oder? Das war der einzige Grund dafür. Ich denke schon. Das heißt, das einzige Relevante, was passiert ist, ist, ja, der wurde ermordet, wurde an die Wand genagelt und da mal wieder wurden die ganzen Puppen und die ganzen Nägel überall ein bisschen als Tarnung genutzt, damit man nicht so denkt, okay, die Nägel da zwischen seinen Beinen und die über ihm weiter bis zum Lüftungsschacht führen, die sind einfach da, wie die anderen Nägel auch alle und die Puppen und so. Aber nein, das war Teil des Tathergangs oder zumindest des Fluchthergangs, eher gesagt. Genau. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sonst ist ja hier wirklich nicht viel passiert. Es gab hier vielleicht einen Struggle, aber der ist auch wirklich nicht so richtig relevant für, wie dieser Mord stattgefunden hat. Wir wissen jetzt halt, dass es anscheinend eine dünne Person war, die da durchgeklettert ist. Bisher ist der Priester der offensichtlichste für mich. Der verdächtigste für mich, eher gesagt. Also durch den Anbeter ist der, aber der hat ein Alibi, so halb. Wir müssen mal gucken. That should do it. There isn't much else to investigate. Ich will die ganzen Alibis noch nicht hundertprozentig glauben. Ich gucke dann mal noch so auf Dauer. Aber bisher ist am ehesten der Diener. Das war's, ein Diener. Der fällt am ehesten gerade für mich hundertprozentig raus. But it's surprisingly convenient to be able to share my post-cognition. Bei den anderen denke ich mir noch so, die Nonne könnte lügen und der Anbeter, keine Ahnung, da könnte noch irgendeine Möglichkeit gehabt haben, um das zu verbrennen. Das Seil, das komische Seil. To explain what I see to a client. Really? People do not believe what they cannot see. I have often been called a liar. I suppose fortes aren't always convenient. Aber guck mal, das ist doch toll. Deswegen war es ja auch ein Thema, ne? Ich sollte dir niemals glauben selbst. Hast du ja selbst gesagt. Aber jetzt kann ich dir glauben, weil ich dasselbe sehe dann wie du. We still have Praktisch, locked oder? room mysteries to examine. The second incident was at the mansion near Ginma District. I have an idea of where to go. Let's hurry there. Na gut, machen wir uns direkt auf den Weg. Wird dann jetzt wirklich direkt abgearbeitet. Alle roten Strümpfe der Nonne haben eine Dicke von 120 Denier oder höher. Sie ist kälteempfindlich und braucht zusätzliche Wärme. Gut, okay. Guck mal, das sind die Fragen, die ich mir ständig stelle, ja? Wie dick sind eigentlich die Nonnenstrümpfe? Ich sollte vielleicht mehr von den Ladevorgängen lesen. Let's hurry there. Ich meine, die Ladevorgänge sind halt hart lang. Oftmals. Deswegen vielleicht wirklich nicht verkehrt, wenn ich mir die Zeit anders vertreiben kann, ha? Gut, da sind wir. Hab den Laufweg jetzt mal erspart. Kommen wir auch so einfach rein? There's a large mansion beyond the gate over there. I wonder if that's the second crime scene. That's probably it. Let's go inside. Tatsächlich kann ich bestätigen, dass es dieses Herrenhaus ganz explizit ist, weil wir, als uns erzählt wurde von dieser Tat, ein Bild von diesem Haus gezeigt wurde. Also uns als Spieler wurde dieses Bild gezeigt. Okay, gut. Are you sure? Mit Gewalt. Wait!
Ist manchmal doch eine Lösung, ne? Ist manchmal doch eine Lösung. So, kannst du es bitte auch noch abreißen hier? Looks like a haunted mansion. I hope there aren't any ghosts around. I have a feeling they'll appear this time. Ich mag den Running Gag, dass Shinigami Angst vor Geistern hat, sehr gerne. Ich finde das sehr, sehr witzig. I've been meaning to ask, but aren't Okay, you cool. kind of a ghost yourself? Ja, bitte. Schön, dass es immer angesprochen wird, jetzt auch langsam The mal. incident occurred about 3 months Okay, es wird aber nicht weiter darauf eingegangen. The victim Es was wird ein found Running Gag home. bleiben. Ich gehe The fest davon owner of this aus. mansion. He had no family and lived alone. The mansion is now empty and dilapidated. The crime scene is in the study near the back. Let's go. The Nailman killings had another common factor. Besides, the first person to find the body was always the same person. Ja, haben wir schon gehört. That worshipper from church? Do you suspect him too? What he said did make sense. He's been obsessed with the Nailman and had access to the names of potential victims. It's not too surprising for him to be the first on the scene each time. I guess I shouldn't assume things going into this. That's right. It's down this hallway. The crime scene is in the room on the right side. There's little time. Let's head straight there. Ha! Think you're partners now just because you held hands with my master? I'll have you know, Master and I are connected on a much deeper level. Ja, mit einer Kette um meinen Hals. Don't make it sound so suggestive. Keine Sorge, niemand hört, was Shinigami sagt. Oh, wow, das war... Also, ja, habe ich schon mal erwähnt, dass der Dub ein bisschen asynchron ist. Leider auch der Jumpscare war asynchron. So this is the study where the crime took place. Oh, it's open. I wonder if the lock was broken at the time of discovery here too. There's nothing left here either. It's all cleaned up. I don't want to do it, but I suppose I can share my post-cognition again here. Are you sure? Don't make a big deal out of it. Just make it quick. Mach ich. Ich ermittle immer schnell. Ich lese mir nicht alle Texte durch, selbst die, die scheinbar erstmal irrelevant sind. Nein, nein. Ich rede schon nicht mit NPCs, okay, keine Sorge, aber bei den Ermittlungen will ich zumindest so alles mitnehmen, was potenziell relevant sein könnte, auch wenn es vielleicht eben nicht relevant ist. Projektor. That's right. Der Ermittler des Bücherregals ist ein Projektor. Ich würde gerne nachsehen, aber ich erreiche ihn nicht. That's right. Alara, könntest du dir bitte den Projektor ansehen? Very well. Sicher, gib mir einen Moment. Der Projektor ist ziemlich staubig, scheint seit dem Vorfall nicht mehr benutzt worden zu sein. Der Projektor kann auch staubig sein, wenn man ihn verwendet hat. Also da kann er trotzdem Staub drauf sein, wenn man ihn mit einer Fernbedienung angestellt hat. Und warum hat er nichts mit dem Fall zu tun? Weil, hä? Also nur weil er seitdem nicht verwendet wurde, heißt es doch nicht, dass er nichts mit dem Fall... Also ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass er mit dem Fall zu tun hat, aber egal. Egal. Da sind Fische im Aquarium, das ist wahr. Es scheint, als hätte man sich nicht um sie gekümmert, seit der Besitzer getötet wurde. Sie sehen ziemlich schlecht aus. Man hat sich seit 3 Monaten nicht um sie gekümmert. Sie sehen so schlecht aus. Yeah. Ich finde, dafür, dass sie 3 Monate nicht versorgt wurden, sehen sie doch ziemlich lebendig aus. Aber das ist nur so meine persönliche Einschätzung. Ich bin jetzt kein Fischexperte, muss ich zugeben. Ja. Das ist eine Lampe. Das Licht ist derzeit an. Stelle sicher, dass die Beleuchtung ordentlich ist, da es zu einer Überanstrengung der Augen kommen kann. Wem redest du da, Shinigami? Das war extrem schlecht übersetzt. Aber ich habe tatsächlich Licht angeschaltet neben meinem Bildschirm. Keine Sorge. Meine Streambeleuchtung habe ich immer an, wenn ich aufnehme, abends. So, ich nehme immer abends auf, also immer. The crime scene of the murder is vividly brought to life before us. It all happens in silence, as though awakening from an eternal sleep. Ja, komm, mach's nicht so dramatisch. But the corpse will never wake up again. Ist eine Leiche, ist in Ordnung. Even if the corpse did awaken, the nails pinning him down would prevent him from rising. The door is the only entrance and exit to the room. There are no windows and the vent is small.
I don't see any escape routes from the lost Noch room. nicht, noch nicht. Maybe the doll nailed to the wall holds the answer to this bizarre mystery. Das war bisher schon öfter der Fall, dass sie zumindest irgendwie irgendwas mit zu tun haben. Und warum sind diese Bücher so anders dargestellt? Weil die bewegt wurden seitdem? Ich kann sie mir aber nicht angucken. Komisch. Sehr komisch. Wechseln. Switch. Auf dem Schreibtisch ist ein Wechseln für den Projektor. Er war wohl auf ausgestellt, als die Leiche gefunden wurde. Also hängt der Projektor vielleicht doch mit dem Fall zusammen. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, aber hier liegt ein Wechseln. Also, Ja, hi. Der Projektor wurde in der Mitte des Bücherregals aufgestellt. Er war aus, als die Leiche gefunden wurde. Du wirst ihn niemals erreichen, Meister. Ich überprüfe ihn für dich. Und, hast du was Auffälliges gefunden? Nö, alles ist so unauffällig, wie es nur sein kann und hat nichts mit dem Fall zu tun. Na gut. Ich finde es trotzdem noch mysteriös ein bisschen, das Ganze, aber ich werde das mal glauben, vielleicht. Oh! Warum sind deine Geräusche manchmal so laut, Humor? Was ist denn nur los mit dir? Das Licht hat einfach bis auf den Tisch gerichtet. Wahrscheinlich war sie zu diesem Zeitpunkt nicht an. Ich sehe nichts Verdächtiges. Scheint nicht so, als ob die Lampe mit dem Fall zusammenhängt. Na gut, wenn du das sagst, dann werde ich dir das wohl mal glauben. Das ist ein riesiges Aquarium, aber es sind keine Fische darin. Das heißt, die Fische sind erst danach dazu gekommen? Lebewesen können mit Retrokognition nicht gesehen werden. Oh, okay. Es besitzt diese Fähigkeit nicht. Aber das heißt theoretisch gesehen, das ist natürlich gar nicht mal so irrelevant. Das heißt theoretisch gesehen könnte einfach eine andere Person in einem dieser Räume zu dem Zeitpunkt sein. Der Anbeter könnte eine Person im Raum gesehen haben. Und wir sehen es nicht. Nur so am Rande. Ist wahrscheinlich nicht relevant. Wahrscheinlich wird das nicht passieren. Also gehen wir davon aus, also zumindest wenn wir davon ausgehen, dass der Anbeter ehrlich war. Ich wüsste, also warum sollte er gelogen haben, wenn er wirklich nicht der Mörder war und immer mit jemand anderem hier reingekommen ist. Also das ist halt die Frage. Yeah, it's nothing. Aber ja. Theoretisch gesehen könnte es sein. Ah nee, warte mal. Und Halara hat noch was Relevantes gesagt. Halara hat gesagt, dass die Realität dargestellt wird in den Räumen, unabhängig von der Wahrnehmung des Betrachters. Das heißt, auch Sachen, die er übersehen hat, werden dann hier in der Retrokognition angezeigt. Aber wenn er eben eine Person, die sich im Raum versteckt hat, nicht gesehen hat, dann wird die auch in dieser Darstellung da sein. Okay, das ist tatsächlich relevant. Die Person konnte sich also immer am Tatort versteckt haben und hinterher den Raum verlassen haben, was, ja, zum Beispiel in einigen Fällen so vorkommt, habe ich gehört. Kam zum Beispiel im 0. Fall ja schon vor, sowas in die Richtung. Deswegen, gar nicht so unwichtig. Diese Bücher stehen so ordentlich in einer Reihe. Sind voller Staub, angefasst hat sie schon lange niemand mehr. Das heißt, sie werden uns in diesem Fall nicht helfen. Ich hätte vielleicht, hätte vielleicht nicht so genau mir überlegen müssen, bevor wir überhaupt wissen, ob es relevant ist. Ich sollte übrigens auch in die Retrokognition reingucken, das vergesse ich immer irgendwie. Also vielleicht ist es auch komplett irrelevant, aber ich wollte es mal angesprochen haben, dass wir es im Hinterkopf behalten sollten. Ja. Schon früher standen mehrere Bücher im Regal. Ich habe es überprüft, aber scheint, dass sich im Vergleich zu damals nichts geändert hat. Wenn es so ist, haben sie wahrscheinlich nichts mit dem Fall zu tun. Wahrscheinlich. Hat diese Puppe in der Wand etwas mit dem Fall zu tun, ist die Frage. There's only one doll nailed to the wall. Ja, nur eine. Comparatively, there was a nearly obnoxious number of dolls nailed to the walls in the other crime scenes. Maybe there was no room to nail them to the walls because of all the bookshelves in the Es gab schon noch mehr Platz an den Wänden, zumindest an dieser Wand. This doll has both eyes gouged out. Ja, Did the culprit do this on purpose? This keeps getting more and more disturbing. But it's kinda creepy cute. I want to put one next to the top of a staircase so people can run into it at night. Nein. Why would you want to do that? You know, this doll seems made of cheaper materials compared to the other ones. Hey, you're right. Like it's made of resin instead of porcelain. The texture looks cheap, but also more durable. Too bad it doesn't have eyeballs. The eye holes are connected to each other in the head cavity. Also könnte da irgendwie zum Beispiel, ja, irgendeine Schnur oder so durch. It's like that darkness is
staring. durchgelegt worden sein. Ich weiß auch nicht wofür, aber irgendwas könnte daran befestigt worden sein. Huh? There's a mark on the edge of the eye holes near the nose. Looks like a string rubbed against. Ja, okay, du machst es ja offensichtlich. Also ich weiß nicht, wie ein Seil da reinpassen sollte, aber ich dachte eher an eine Schnur oder so. How did this mark get here? Ja, genau so, wie du es gerade gesagt hast. Das ist wortwörtlich, ja, sieht so aus, als wurde mit einer dünnen Schnur, wie ich auch gerade gesagt habe, an den inneren Augenwinkeln gekratzt. Verrückt. Wäre ich auch von selbst drauf gekommen. Das war die einzige hier. Und sonst waren die alle hier auf dem Boden diesmal verteilt, ne? Ganz anders als sonst immer. Vielleicht aber auch gar nicht ohne Grund. So, was haben wir hier noch für ein Gemälde? Wir haben hier noch einige Sachen. Oh! Landschaftsbilder in extravaganten Rahmen werden hier ausgestellt. Alle diese Gemälde sehen unglaublich teuer aus. However, Das sind Fälschungen. Kein einziges Gemälde ist echt. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendwas Relevantes für den Fall. Die Person war also gar nicht wirklich so reich. Na okay, vielleicht immer auch reich genug für so ein Haus hier, auch ohne echte Bilder, aber naja. Es ist ein sorgfältig organisiertes Bücherregal. Alle Romane gehören zur selben Reihe. Die Goen-Saga. Alle diese Bücher? Was ist das für eine Romanreihe? Von wem wurde geschrieben? Wurde die KI generiert? ja. Ich glaube, diese Reihe hat mehr als 150 Bände. Leider ist der Autor verstorben. Was ist denn das für ein Roman? Schade, dass die Geschichte nie zu Ende geschrieben wurde. Ich meine, wenn das eine Manga-Reihe wäre. Okay, sure. Okay, das wäre... Ne, 150 Bände vielleicht auch ein bisschen insane, aber... Come on. Auf dem Schreibtisch liegen zwei ungewöhnlich dicke Bücher aufeinander. Abgesehen von etwas Staub sind diese Bücher in einem hervorragenden Zustand. Sie sehen völlig unberührt aus. It's me. Wahrscheinlich wollte er intellektuell wirken. Sie wurden lange nicht in die Hand genommen. Sie haben wahrscheinlich nichts mit dem Fall zu tun. Ja, hat sie auch die 150 Romane wahrscheinlich gekauft, ohne sie zu lesen, ha? Die Goen-Saga. Sure. Was auch immer du sagst. Okay, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ich find cool, dass Shinigami hin und wieder irgendwelche random Animationen einfach hat. Okay, das ist erstmal nicht viel. Achso, ich habe mir gerade auch noch nicht die Vergangenheit angeguckt. Das muss ich gleich mal tun. Hier fand der erste Augenzeuge die Leiche. Die Blutflecken sind immer noch da. In Anbetracht der Blutmenge wurde das auch wahrscheinlich hier getötet, oder? It appears. Das ist sehr wahrscheinlich. Das ist tatsächlich sehr wahrscheinlich. Würde ich auch zustimmen. So, ich muss mal ganz kurz hierhin zurück. Vergangenheit. Ja. Hier sind halt wirklich diesmal sehr, sehr viele Puppen am Boden verteilt. Da frage ich mich halt, ob das einen Grund hat, ob die hier irgendwie genutzt wurden. Oh! Mehrere Puppen wurden an den Boden genagelt. Nach dem Uhrenturm und dem geheimen Club macht das 3. Nein, damals waren es... Wobei, im Uhrenturm war es auch der Boden, nevermind. Beats me. Nur im Club war es die Wand. Hier ist nicht die Zeit, ängstlich zu sein. Untersuche alles gründlich und finde Hinweise, um den Fall zu lösen. In Ordnung. I see. Die Puppen haben nichts gemeinsam und ich sehe auch keine ungewöhnlichen Spuren. Appears. Wir haben bestimmt nichts mit dem Fall zu tun. Gar nichts haben wir mit dem Fall zu tun, wie immer. Auf dem Schreibtisch liegen zwei ungewöhnlich dicke Bücher. Well, Die waren nicht gestapelt. Wir haben sogar die Bücher gestapelt danach noch. Die Platzierung scheint das Einzige zu sein, was sich geändert hat. Ja, toll. Noch was? Eine Reihe von Büchern. Kein Hinweis. So, gut, dann war hier wirklich nichts Relevantes. Vielen Dank. Ach, oder habe ich mir das Bild angeguckt? Nein, habe ich nicht. What does that mean? Das ist ein teuer aussehendes Landschaftsgemälde. Es hängt schief. it appears. Hat aber angeblich nichts mit dem Fall zu tun. Wie verwirrend. Na gut. Dann belassen wir es dabei und gucken uns dann die Leiche an. Ich weiß ja. Ich lasse mir immer ein bisschen Zeit damit. Mit dem relevanten Part. Und noch drumherum etwas, womit ich es rauszögern kann. Nein. Leiche. The victim is a well-built man, approximately 30 years old. The corpse here is also covered in nails. His appendages and chest are all nailed to the floor. The owner of this mansion made his fortune in real estate from an early age, but along with aggressive land sharking and other illicit transactions, he made shady deals with Amaterasu Corp. There are several reasons he'd be hated. A doll with his name on it was bound to be nailed in the church forest.
Ja, so habe ich wenig Mitleid, ne? Also, wie wir schon das Thema hatten. Vielleicht haben die ganzen Opfer es einfach verdient zu sterben. Vielleicht gar nicht so schlimm. I wonder how the person who cursed him feels now that he's actually dead. Gut, würde ich sagen. Perhaps they feel no responsibility. They just hopped on the urban legend bandwagon. Is that really the case? Wait, this is odd. Did you find something? Look closely. The length of the nails driven into the corpse are all slightly different. The length isn't the problem here. It's how hard they were hammered in. Ja, davon gehe ich nämlich auch aus. Also die sind vielleicht nicht unbedingt unterschiedlich lang, sie sind unterschiedlich tief drin. What do you mean? The nails driven into the lower torso went through the body and into the floor. But the nails in the upper torso did not penetrate all the way through the body. Okay, also ist er gar nicht überall festgenagelt aus irgendeinem Grund. But why would the culprit not hammer the nails in as hard on the upper body? That's not the only unnatural thing. Take a look at the blood. The nail wounds on the lower torso appear to be bleeding sideways. But the upper torso wounds are bleeding. Ja, das heißt, er war noch aufrecht zu dem down toward his Zeitpunkt. waist. Oder war zumindest irgendwann zwischendurch aufrecht. The blood flows differently between the upper and lower body? Maybe the upper and lower torsos are different people? Nein, nein, das glaube ich nicht. That's disturbing. Was für eine absurde Idee. Aber ja, also der Oberkörper war zu dem Zeitpunkt irgendwann aufrecht. Ha. Warum? The cause of death here appears to be strangulation as well. And like the others, there are rope marks around the neck and traces of a struggle. Oh, but on a closer look, Ja, tatsächlich. there's a mark left by a thin Oh. string on the back of his neck. So wie das, was ja durch die Augen der Puppe. It couldn't have been the Oder? rope that was used to strangle him. The thickness is completely different. There are two different types of string marks on the body. Was he strangled twice? Nein, ich glaube, er wurde irgendwie befestigt an der Puppe. Also so, dass er halt aufrecht saß und irgendwann ist das Seil gerissen. Das Seil ist halt nicht mehr hier. War auch, nee, das Seil war auch, der Faden, was auch immer, war schon zu dem But Zeitpunkt nicht even mehr then, hier. it'd be odd to only have marks behind his neck. And why do the strings have different thicknesses? Anyway, it's an important piece of evidence. Okay, das ist bisher auf jeden Fall der mysteriöseste Locked Room Mörder. Definitiv. Weil das heißt, hier war die Puppe. Er war irgendwie mit der Puppe befestigt. Über eine Schnur. Deswegen saß er aufrecht. Aber wofür? Also, wofür? Oh, keine Ahnung. Vielleicht wurde irgendwas noch unter seinem Körper gemacht, unter dem Punkt, wo sein Oberkörper halt hinterher jetzt dann irgendwann gelegen hat. Also es hat ja irgendwas mit dem Trick zu tun, ne? Wie dann irgendwie der Raum halt versperrt wurde. Ach, ich habe mir die Tür noch gar nicht angeguckt. Ja, das habe ich ein bisschen vergessen. Wow. Also, Lüftungsschacht da oben. There is a vent, but it's too small for a person to fit through. And it's also screwed shut from the inside. It seems impossible to remove. What's this now? Aber eine Schnur würde durchpassen, oder? Master, I discovered something. There are marks in the gap Ja. between the vents, like something scraped against it. Okay. Okay. Really? But given your height, you couldn't see it even if you stood on a chair. Halt die Fresse. Halara, can you use that chair to peek into the vent? I will do so for 10,000 Yen. Wow. You're charging me for it? I jest. Du machst überhaupt nichts. Nutzt The du marks das in Assistent the aller vent Zeiten seem to einfach. be left by strings rubbing against it. Did someone hitch a string to it or something? It shouldn't even be visible from your perspective. I'm surprised you noticed. Ich habe ganz schön gute Augen. Oh, it was just a hunch. See? I told Tatsächlich hatte ich die you Vermutung it auch schon, makes bevor both. Shinigami es gesagt hat, Don't let it also... explode around.
Es ist nicht so weit hergeholt. You should give me 10,000 Yen as a reward. I'm kidding, a headache. Kannst du mit irgendwas mit Geld anfangen? Ich weiß ja nicht. So, die Tür. Wie kann die denn verschlossen werden, überhaupt die Tür? Was ist das für eine Tür? Die gehört zum Arbeitszimmer. Wir haben sie offen gelassen, nur für den Fall. Das ist immer gut, für plötzliche Angriffe gewappnet zu sein. Bleib immer auf der Hut. Ja, ja. So, Vergangenheit bitte. Haben wir noch was Spannendes? The door here can only be locked with a key. However, there is only the master key. No spares exist. The scenario resembles the locked room mystery in the casino. We can disregard the possibility of a duplicate key. Ja, okay. The master key was found in this room at the time of discovery. This is also similar to the locked room mystery in the secret club. But there is one difference. The key was found underneath the corpse. Haben wir das nämlich geklärt? Es gab etwas unter der Leiche. Under the corpse? Aber But we can't move das the hilft mir corpse trotzdem in the nicht wirklich past, weiter. So we can't confirm if that's true. Okay. Absurde Gedanken. Also man kann den Schlüssel auch außerhalb des Raums finden. Das heißt, der Schlüssel könnte natürlich durch den kleinen Lüftungsschacht oben irgendwie befrachtet worden sein. Ja, doch, okay. Der Schlüssel wurde irgendwie an der Schnur befestigt. Die Schnur wurde irgendwie weird durch den Raum gespannt. Ich kann die Contraption euch jetzt gerade nicht erklären. Ich könnte sie euch auch nicht mit einem Blatt Papier nicht erklären. Also es ist unmöglich gerade für mich, das irgendwie mir zu visualisieren. Aber es wurde irgendwie eine Schnur wild durch den Raum gespannt, irgendwie verbunden mit seinem Hals und der Puppe und so weiter und so fort. Und darüber wurde dann irgendwie der Schlüssel, also vielleicht gibt es auch mehrere Schnüre, ich weiß es nicht so ganz. Das System verstehe ich wirklich gerade nicht. Ja, jedenfalls damit wurde er auf der einen Seite halt aufrecht gehalten, weswegen er erstmal so aufrecht noch rumsaß nach seinem Tod. Auf der anderen Seite wurde dann der Schlüssel darüber bewegt und unter seinem Körper, da wo er dann hinter liegen sollte, fallen gelassen. Und dann wurde die andere Schnur irgendwie getrennt, sodass er umgefallen ist auf den Schlüssel drauf. Kann ich nicht erklären. I'm sorry, aber das ist auf jeden Fall der grobe Gedankengang. But it's a fact that the key was found under the corpse. I have a crime scene photo taken back then in my jacket pocket. Okay, das ist hilfreich. No detail has slipped past my efforts. Können wir das auch noch angucken? Oder ist da nichts anderes Relevantes drauf? Das ist eine Katze. Huh? What's this? Wait, not that one. I meant the other photo. This one's unrelated to the case. Bist du dir sicher? Ich glaube, das hat auch so den Fall zu tun. Oh, this is it. Potenziell. You're right. Na gut, okay, hier sehen wir auch nicht viel drauf. But can this photo be trusted? Could it be something that peacekeepers fabricated? The peacekeepers acknowledged the incident occurred in a locked room. After all, it would be more convenient for them to have fewer mysteries to deal with. Wirklich, ich habe also das gegenteilige Gefühl, dass sie wollen, dass es möglichst viele Mysterien gibt, die sie dann ungelöst lassen können. Dass sie dann mit einer falschen Auflösung hinterlassen können. No, that's expected of a detective. Also das ist irgendwie so mein Gedanke, weil offensichtlich ist es ihnen ja egal, die Wahrheit zu finden. Sie wollen nur, dass möglichst wenige Leute versuchen, die Mysteries zu lösen. Was that a compliment? Is that really all it takes to please you? Also, I drew a sketch of the room's state on the back of that photo. Remember it well. Yeah, okay. Okay. Was sind die Dreiecke? Sind das die Puppen? Ich denke mal. Okay, und das an der Wand mit dem Kreis drum ist wohl die Puppe, die an der Wand hängt. Ja, ich kann es immer noch nicht erklären, was genau passiert ist. Irgendwas mit einer Schnur. Offensichtlich. Ich weiß, es ist jetzt kein großes... But why a sketch? How can it help solve the mystery? Du hast eine Spinne, die klettert gerade vor meinem Bildschirm runter. Die hat mich sehr erschrocken. Verpiss dich. Hurensohn. Ja, du. Genau du. Na gut, mach was du willst. Also, what was with that cat photo anyway? That's surprising. Ich glaube, das ist nicht relevant für den Fall. Können wir ignorieren.
Aber ja, das war Teil der Charakterisierung von Halara, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. So funktioniert Storytelling manchmal. Manchmal. Ja gut, ich glaube, sonst ist hier nichts, oder? Looks like there's nothing left to check. Wild. Kann ich noch nicht ganz erklären. Also kann ich noch deutlich weniger erklären, als was im Urturm passiert ist, was ich auch noch nicht ganz erklären kann, wie genau das mit dem Seil oder der Leiter oder was auch immer funktioniert haben soll. Aber vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, vielleicht wurde es einfach nur abgerissen. Halt die Klappe, ich denke nach. Ja, hier kann ich es noch deutlich weniger sagen. Kann ich mir die Skizze mal angucken vielleicht? Hätte ich mir vielleicht gerade einfach offen lassen sollen. Oh ja, habe ich noch nie gemacht. Danke, danke, danke. Grundriss, Bild vergrößern. Ich finde halt die Dreiecke ein bisschen zu ungenau platziert, ne? Ich denke halt, dass vielleicht, deswegen sind die ganzen Puppen vielleicht irgendwie am Boden verteilt. Vielleicht wurde darüber irgendwie eine Route gebastelt, die Schnur genommen hat durch den Raum. Naja, ich kann es mir gerade nicht visualisieren. Das ist mir zu kompliziert. Das ist mir zu kompliziert, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir machen einfach weiter, ja? Wird sich schon noch lösen, ne? Dafür haben wir doch 3 Stunden Mystery Labyrinth. Warum mache ich mir den Gedanken? Also, weiß ich nicht. Vielleicht fällt mir auch noch was ein. Though it appears complicated at first glance. Huh? Halara, did you already solve the locked room mystery? What? You haven't? Ich meine, nicht ganz. There's no way to solve it with what we have. Also doch, ich glaube schon. How was the room locked? It's unfit for one detective to ask another that question. For the Halt die Fresse, sake of Lara. pride, Halt die Fresse. You, unless you'd like to hire me to do it for you. Ich bezahle dich literally hierfür. Was ist denn dein Problem? I'll figure it out myself. It's really all about the money with Halara. The longer I'm with Halara, the deeper into debt I'll get. It's starting to scare me. Now, let us be swift. Wait! Ich weiß nicht. Also, ja, ich meine, ich habe mehr die Lösung als er auf jeden Fall. Als Yuma. Davon gehe ich fest aus. Ich bin da auf jeden Fall deutlich näher dran. Aber auf jeden Fall, die Details sind bei mir noch ein bisschen unklar. Ich meine, dass es Halara gelöst hat, ist offensichtlich deswegen habe ich ja die Skizze bekommen. Na? Wusste ja, dass es irgendeine Relevanz haben muss und so. Aber in welche Richtung soll ich denn jetzt laufen? Oder ist die Richtung egal? Ginmar District. Ist es einfach in beide Richtungen der Ginmar District wahrscheinlich. Na gut. Ach, das hier ist die Kunstgalerie, ha? Ja, stimmt, hier war ich ja schon mal. Hier gibt es ja den Dinosaurier, den ich mir schon 3-mal angeguckt habe. Genau. Ah. So this is the art gallery. It's closed due to special circumstances. Halt auch schon seit einem Monat, ne? Murder occurred only about a month ago. But I'm certain the crime scene has been cleaned up like the others. Not that it matters to me. Komplett gereinigt wie die anderen. Willst du mich verarschen? Also die anderen waren ja wohl nicht komplett gereinigt. Wait, it's not a good idea to break into the art Doch, gallery. tritt auf. Sehr gut. Did you say something? That's our Halara. The crime scene is deep inside the art gallery. It's one of many storage rooms. Come, I won't allow time to be wasted. Wait, please. Sehr gut. Ja, ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht in der Zwischenzeit. Mir ist jetzt bei dem letzten Fall nicht wirklich was eingefallen, was uns dabei hilft, herauszufinden, wer der Mörder ist. Also da fällt mir gerade spontan zumindest nichts ein, was darauf hingedeutet haben könnte. Bei den anderen gab es jetzt offensichtlichere Sachen, die Leute ausgeschlossen haben auf irgendeiner Ebene. Zumindest hier habe ich jetzt gar nichts. Konnte ich jetzt gar nicht so wirklich was feststellen. Muss ich nochmal vielleicht jetzt vermehrt drauf achten bei dem hier. Is this the storage room where the crime scene took place? It's locked. We're going in. We're like a couple of thugs or something. Sind wir.
Was the first on the scene the person from the church again? Ja, wie jedes Mal. As Das Thema hatten wir. expected, it's the same worshiper. He said he was trailing the victim after finding a doll with the same name. Ja, wie er es immer sagt. Auch das nichts He Neues. saw the victim enter the building late at night. He then searched the premises with the art gallery staff. When they opened this storage room, they discovered the victim's corpse. The door was locked at the time of discovery, and the key was found inside. Ooh, another locked room mystery. That's more total. But I'm starting to get bored. It's not so special anymore. Verdammt nochmal. What do you mean special? People have died. Du würdest niemals Umineko überleben. Let's start Ich weiß nicht, wie viele investigating. Locked Room Mörder es Yes. in Umineko gibt. Ich kann sie nicht zählen. 30, 40, who knows? Who knows? So. Also, fangen wir diesmal an mit der Tür. Die habe ich mir jetzt mal irgendwie ein bisschen umgangen, ne? Finde ich gar nicht so irrelevant. There are 2 keys that open this door. Only one of them was inside the room at the time Okay, of und wo war der andere Schlüssel? The other one was owned by a member of the art gallery staff. Ja, dann war das der Mörder. Dann war das der Mörder. Alle anderen haben nichts damit zu tun, die ganzen Leute von der Kirche. That staff member always carried the extra key and used it to enter this room when the Aber corpse ach ja, was aber discovered. trotzdem zusammen auch mit dem anderen. Ja, aber trotzdem. Also trotzdem. Where was the key found inside usually kept? It's supposed to be kept in the administrative office, but it's unknown if it was always there. Maybe it was lost and the culprit found it. Or perhaps the culprit secretly stole it. Either way, the culprit managed to obtain the key somehow. One key was in the storage room. The other key was always carried by a staff member. If the culprit is that staff member, then this wouldn't be a locked room mystery, right? Why go through the trouble of making it look like a locked room murder if you'd immediately become the first suspect? Ja, exakt. I guess you wouldn't. Countered. Trotzdem, Schlüssel ist einfach außerhalb des Raums noch ein zweiter. Wird ja nicht grundlos so sein. Also wird trotzdem irgendwie für diesen Fall wahrscheinlich genutzt worden sein, der Zweitschlüssel. Denke ich. Na gut, gucken wir erstmal. Ja, This gleich, ich cognition weiß. reveals the crime scene in slightly faded colors. The room looked vaguely hazy in my eyes, even with the rows of vivid paintings within the art gallery. The smell of paint oil that permeated the room wasn't that of the past, but the present. If even the smells from the past could be recreated, the stench of the corpse would be much more overwhelming. Ich finde schön, dass wir immer diese kleinen Monologe dazu haben, wie es sich anfühlt, eine Leiche zu finden. Verschüttete Farbe. I've been wondering, did the culprit knock this paint can over? If so, it could have been used for some sort of trick. It's unwise to make up your mind before conducting a proper investigation. It may have been like this before the murder. Or it could have tipped over when the discovery was first made. Right. You got carried away in the hopes of getting complimented. Aren't you an eager little puppy? Be quiet. Dabei hast du doch meine Leine, ha? Wohl wahr, wohl wahr. Na gut, hier ist aber sonst nicht viel. Ich weiß auch noch nicht, ob die Farbe irgendwie relevant ist, aber scheint ja wohl gerade während des Falls irgendwann umgekippt worden zu sein. Also, zumindest könnte es wieder irgendwie, könnte auch aus Versehen natürlich passiert sein, ne? Aber wir behalten es im Hinterkopf, dass es existiert. Ja, ich gucke mir das an. Das ist irgendwie, das ist ein Bild. Das ist ein Stein und ein Apfel und ein Mensch. Ja, ich verstehe. Kunst, ich verstehe Kunst. Ich kann Kunst gut analysieren. Ich verstehe dieses Bild. Ich habe Gefühle, wenn ich dieses Bild sehe. Gefühle. Da sind Kartons, die wurden aufeinander gestapelt. Den Etiketten nach zu urteilen, wurden die Kartons nach dem Vorfall hergebracht. It appears. Sieht aus, als wäre ein Kunstwerk drin. Daran bewahren sie bestimmt die nicht mehr ausgestellten Werke auf. Ich glaube nicht, dass sie mit den Ermittlungen zusammenhängen. Jetzt ist doch schon mal ein bisschen was anderes, ne? Dieser Raum wurde noch benutzt nach dem Fall.
Auch wenn das Museum selbst immer noch geschlossen ist. Jetzt über einen Monat lang. Das ist absurd. Was machen die ganze Zeit, bitte? Ach, habe ich mir das jetzt hier gerade in der Vergangenheit angeguckt? Überhaupt nein, ne? Wie immer. Wie immer vergesse ich es. Das Bild ist da noch nicht da. Aber hier oben hat ein alt aussehendes Porträt gehangen. Ein Porträtgemälde mit eingeschlagenen Nägeln. Dieses Bild vermittelt wirklich seine Epoche. Vielleicht ist da... Achso, vielleicht. Ich habe nämlich eigentlich keine Ahnung von Epochen. Vielleicht ist darauf eine wichtige Person von damals abgebildet. Ja, an diesem Kerl ist nichts Würdevolles. Er sieht einfach aus wie ein ganz normaler alter Knacker. True, aber so ist es halt. Manche Leute sehen halt einfach aus wie ganz normale alte Knacker. Die Jungs wurden aufeinander gestapelt. Aber warte mal, hast du nicht gerade... Auf dem Karton liegt eine Staubschicht. Sieht nicht so aus, als hätte der Täter sie berührt. Das bedeutet, sie haben nichts mit dem Fall zu tun. Aber warte mal, war das nicht dieselben? Das sind dieselben, du hast doch gesagt, die sind aus der Gegenwart, oder nicht? Hm? Die wurden nach dem Vorfall... Was? Wovon redest du? Die wurden einfach... Es wurden einfach andere Kartons an die exakt selbe Position wie damals gepackt. Mit dem exakt gleichen Winkel. Wir haben hier einen Fake-Schrei. Einen Close-Up-Schrei. Interesting. Gemälde von jemandem, der schreit. Ein Gemälde von einem schreienden Mann, dessen Hände sein Gesicht umfassen. Dieses Gemälde hat etwas Beunruhigendes an sich. Ich habe fast das Gefühl, als würde es mich vollkommen verschlingen. Gemälde haben diese Art von Kraft nicht. Noch wichtiger ist doch, ob du etwas gefunden hast. Nein, nichts Verdächtiges. Es sieht nicht so aus, als hätte es mit dem Fall zu tun. Aber es ist ein Gemälde. Es ist Kunst. Diese Leinwand hier ist komplett leer. Ich frage mich, warum sie leer ist. Und warum ist sie so unordentlich auf dem Holzrahmen platziert worden? Sieht nicht so aus wie ein Ausstellungsstück. Vielleicht wurde sie für eine andere Veranstaltung verwendet. Verstehe. Nicht schnell fehl am Platz. Ich glaube nicht, dass uns das bei dem Fall hilft. Na gut. Bisher habe ich noch keine wirklich großen Hinweise gefunden in diesem Raum, ha? Da war noch der Schrei da oben. Ja. Ein leere Leinwand und ein Holzrahmen. Hat sich nichts geändert. Na gut, okay, ciao. Und hier drüben, wir haben noch ein bisschen, ein paar Regale haben wir noch. Eine verhüllte Skulptur. Oh! Eine Skulptur, über die ein Laken geworfen wurde, um sie vor Staub zu bewahren. Sieht nicht so aus, als wäre sie vor kurzem bewegt worden. Ja, das sieht man auch am Staub, der sich auf dem Laken angesammelt hat. Mit anderen Worten, sie ist total irrelevant. Na gut. If you say so. Gestapelte Körbe. Oben auf dem Regal stehen Körbe. Ich bin allerdings nicht groß genug, um hineinzusehen. Ich schaue für dich hinein. Das ist... Was ist da? Wir haben nichts erreicht. Also hast du nichts gefunden? Ja, wir haben immer nichts erreicht. Wir erreichen gerade erstaunlich wenig, ha? Dafür, dass wir so viel ermitteln. Noch ein Gemälde, was hier hängt. Mit Nägeln. Genau wie auf der anderen Seite. Da hing auch ein Gemälde einfach so mit Nägeln rum, ha? Fast so, als wäre da der Nailman für verantwortlich. Der hat hier diesmal nicht nur Puppen verteilt. The killer must have hammered a nail into the portrait instead of a doll. Why is there such a fixation on dolls? The crime scenes so far have all been abnormal. But this one's just sick and twisted. Warum? Weil hier... Was? Was? Weil hier Bilder an die Wand genagelt wurden? Wirklich? Das ist das Schlimmste, was dir jemals passiert ist? Na gut, okay. If you say so. Ja, dann werden die Nägel wohl irgendwie hier genutzt worden sein. Ich weiß noch nicht wie. Oh! Aber ich habe mir auch noch nicht die Leiche angeguckt. Vielleicht sollte ich mir in Zukunft die Leiche zuerst angucken. Vielleicht ist das eine dumme Idee, sich das Wichtigste bis zum Schluss aufzuheben. Na gut. I see. Hier ist jedenfalls nichts passiert. Machen wir es doch mal ein bisschen schneller jetzt. Better hurry or you'll run out of time. So viel Zeit. Ich hab kein Zeitlimit. Das Zeitlimit ist gar nicht real. Na gut, wir gucken uns jetzt erstmal noch das hier an. Ich weiß, da hinten ist noch ein Fenster. Das wirkt spannend. Fenster sind spannend. Aber auf jeden Fall hier. Genau, da hing ja ein Bild. Und da hing irgendwo das Bild. Oder vielleicht hing auch da das Bild. Auf jeden Fall hingen hier zwei Bilder sich ungefähr gegenüber. Das heißt, die werden irgendwie verbunden worden sein über irgendein Seil oder so diesmal. Der Mörder mochte auf jeden Fall auch Seile. Sehr gerne. Auch wenn er die Seile nie dagelassen hat. Hier scheint sich die Leiche zum Zeitpunkt des Vorfalls überwunden zu haben.
Davon ist allerdings keine Spur mehr zu sehen. Beats me. Ja. Vergangenheit. Zeig mir die Leiche. So richtig diesmal. The corpse of a young woman. She has nails all over her body, as expected. The victim's name is Issa Moe. She used her good looks to have relations with many men. Ja, sie war wohl ganz schön Moe. The amount of suspects who could have written her name on the doll is nearly too high to count. The victim has those same marks that suggest being strangled to death. Huh? But there aren't any scratches that would have been left from a struggle. And... You noticed as well. Yeah, there's a wound on the back of her head. It looks pretty deep. Also wurde sie diesmal vielleicht schon vorher umgebracht und danach wurde noch ein Seil um ihren Hals gelegt. This may be the real cause of death. Also wollte der Nailman, dass man denkt, dass sie ja auf dieselbe Art und Weise getötet wurde wie die anderen. Vielleicht. Oder halt das Seil wurde irgendwie anders verwendet. Eben für den Locked Room Trick. Ich habe keine Ahnung, was genau das bedeuten soll, aber ja, das finden wir gleich noch heraus, mit Sicherheit, ne? Mit Sicherheit. Halt eben ja, weil wir hatten da ein Gemälde irgendwo. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, wo genau die Gemälde hingen, ne? Einen Moment. Gib mir mal ganz kurz das. Nein, hör auf, stopp. Lass mich in Ruhe. Das ist halt ein bisschen langwierig, ne? Aber ja, da hing halt ein Gemälde. Und das andere müsste da gehangen haben. Ja, also, es könnte irgendwie ein Seil durch den Raum gespannt worden sein, um ihren Hals. Ich weiß nicht wofür. Also, ich verstehe es nicht, aber vielleicht verstehen wir es, wenn wir uns hier den Bereich des kleinen Fensters angucken. Ja, kleines Fenster. Was für ein Bereich. In or out of here besides the door is this window. The window jets out and is used as a vent. It doesn't appear big enough for someone to move. Ja, nicht mal eine dünne Person diesmal, ha? Behaupte ich. Aber eine Hand. It opens outward slightly, but there are no other suspicious traces on it. It seems impossible to enter or exit through here. Ja, man könnte halt zum Beispiel ein Seil hier durchziehen. Ich denke, das wird halt passiert sein. In irgendeiner Form wurde ein Seil da zurück rausgezogen, damit es halt nicht am Tatort bleibt. Wir haben auch noch ein Gemälde an der Wand. In diesem Gemälde eines jungen Mannes wurden Nägel geschlagen. Ah, den kenne ich. Das ist einer dieser Edgelord-Protagonisten, die jeder ohne Grund liebt. Nicht so auf mich, glaube ich, dass es ein Anime-Protagonist ist. Nein. Aber danke für deinen Beitrag. Danke für deinen Beitrag. Oh, hier ist noch ein Gemälde. Das ist sogar ein ziemlich großes Gemälde. Ein großes Landschaftsgemälde mit einer angenagelten Puppe. Ich frage mich, wie das auf dem Boden gelandet ist. Gibt es dafür einen Grund? Wenn es mit dem Vorfall zusammenhängt, gibt es wahrscheinlich einen Grund. Gehen wir mal davon aus. Und hier hängt auch noch eine Gemälde. Eine Gemälde, ja. Ich habe gelesen, was da stand. Da liegt auch noch eine Puppe. Lies on the floor, and a doll is nailed against the canvas. One nail goes through the head, another nail is in the chest. But the nail in the chest also passed through the circular hole on the key's handle. Okay. Did the culprit leave the storage room after nailing the doll and key to the painting? If that's the case, how did they lock the room? The key was nailed to the picture, so it couldn't have been used. Das ist so absurd, okay. Also, I don't get it. Well, that's what makes it a locked room mystery. Warum gibt es den Zweitschlüssel? Das verstehe ich am allerwenigsten. Also, warum wurde überhaupt erwähnt, dass er existiert? And I need to find out what that trick is. Weil ja, wenn wir davon ausgehen, dass es der einzige Zimmerschlüssel ist, dann hat er natürlich einfach offensichtlich mit rausgenommen, hat den Raum verschlossen von außen und hat dann hier wieder irgendwie irgendeine Contraption gebaut gehabt, worüber er das reinbekommen hat. Moment, ich muss mir noch mal ganz kurz das Gemälde angucken. Genau, dieses Gemälde ist gar nicht festgenagelt. Dieses Gemälde ist gar nicht festgenagelt, aber das hilft mir trotzdem nicht weiter.
Es hilft mir trotzdem nicht weiter. Also die Puppe hätte halt durch das Fenster gepasst, denke ich mal. Behauptet vielleicht. Die hätte er über das Seil irgendwie dahin manövrieren können, aber die ist halt an das Gemälde genagelt, ne? Oh nee, okay, das könnte knifflig werden. Das wirkt durchaus knifflig. That should be enough. Ich habe das Gefühl, dass sich das Gesamtbild, haha, weil hier sind so viele Bilder, langsam zusammenfügt. Aber auch das hat mir jetzt nicht wirklich viele Hinweise gegeben, was den Fall an sich angeht. Also wer der Mörder sein soll, muss ich zugeben. Das ist zumindest jetzt meine persönliche Einschätzung gerade noch. Hi. By the way, Halara. Ich habe eigentlich nie mit dir geredet. Vielleicht hast du ja noch irgendwelche Hinweise. I will not accept any requests to reduce your fee. Danke, ist in Ordnung. That's not what I was going to ask. About your postcognition. What were you able to see before you specialized it as your forte for investigating crime scenes? What is the point of this question? Well, I was wondering if you could use your ability to look at my past. You want to see your lost memories like that? That's against the rules. No fair! Es müsste halt jemand einen Mord, den du in deiner Vergangenheit gesehen hast. Also, ich weiß nicht. The matter is, even if I could see your past, the information would not be of any use to you. Huh? Why is that? Psychometry doesn't allow me to pick and choose what to perceive. Rather, I can only see fragments flash by. I cannot consciously access desired information. It's why I trained at the WDO to develop it into a forte specialized for investigations. Okay, also, es war gar nicht immer nur auf Tatorte beschränkt, trotzdem. Any piece of information would be valuable to me. If I can get even a little piece of my memory. If you insist, I'll consider it once this investigation is done. How about 100,000 Yen per use? Oh, das geht, das ist noch ziemlich günstig. Das ist ja viel besser, als dich für Ermittlungen anzuheuern. Let's discuss it later. That sounded cheap to me somehow. Ja, ne? My sense of money is getting all messed up. Well done, Halara! Ich habe auch keine Ahnung, wie viel das ist. Aber es ist zu viel. Es ist alles zu viel, das weiß ich, aber es ist vergleichsweise billig im Gegensatz zu dem Rest, den sie uns anbietet. Hast du noch mehr zu erzählen eigentlich? This is the last locked room mystery. Na gut, nein, hat sie nicht wirklich. Ihr könnt, bitte macht keinen Counter dafür, wie oft ich Halara misgender, nachdem ich mich darüber aufgeregt habe, dass sie es in der deutschen Übersetzung nicht besser hinbekommen haben. Please stop. Ich bin nicht daran schuld, das Spiel ist daran schuld, weil es so ist. Ja, nee, hier ist nichts mehr, oder? Warte, hier war nichts mehr. Irgendwie war das nicht als fertig markiert. Weiß ich nicht. Nee, wird wohl nicht mehr sein. Weil da ist ein Häkchen, hier ist kein Häkchen, das verwirrt mich ein bisschen. Aber, na gut, es ist so. Na gut, okay, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwas mit einem Seil passiert oder irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht. Weil war halt eine Seilspur um ihren Hals und irgendwie da festgemacht vielleicht und irgendwie da festgemacht und irgendwie durch das Fenster rausgezogen und dann irgendwie ist die Puppe da mit dem Schlüssel gelandet und I have no fucking clue. Ne, ich habe keine Ahnung. Tatsächlich der einzige, den ich wirklich als richtig schwer bezeichnen würde. Also den vorherigen habe ich auch nicht 100% gelöst. Aber ich kann mir grob vorstellen, was passiert ist. Es funktioniert grob in meinem Kopf, auch wenn ich nicht die exakte Position der Schnur nachzeichnen könnte jetzt. It would be best to check outside of it. Go ahead. I'll stay here. Outside the window? All right. Oh, okay. Vielleicht sind wir noch nicht fertig mit der Ermittlung. It's fine to inspect the window, but our buddy here really insists you do everything yourself, huh? And my master does everything he's told. Yeah. Like a good little underling detective. Halara is right. This is something I took on myself. I can't just rely on everyone else after putting on a tough front for that kid. That's why I have to do it. Or maybe Halara's just taking advantage of you. It's obvious money is that one's only motivation. Even so, I think it's the right thing to do as a professional detective. Master, being overly nice for no reason is stupid. It's why you're so deep in debt. I know, but... What are you mumbling about? Did you check the window?
Oh, right. I'll do it right away. Ich wurde aufgehalten Looks like the window. von meinem kleinen nervigen Have anything Geist. to do with the locked room? Ich glaube schon. Also das... Ja, also natürlich hat das Fenster irgendwas damit zu tun. Ich weiß noch nicht genau was, aber vielleicht gucken wir es uns genau deswegen jetzt nochmal von außen an. Vielleicht wird das irgendwas Großes enthüllen. Auch wenn du nicht genau weißt, wie es das tun sollte. Also was können wir schon draußen noch sehen, was uns einen wirklich umfassenden Eindruck davon vermittelt, I wonder what Halara discovered. was drin passiert sein könnte. You know, I think Halara is just having fun pushing you around. Ich glaube nicht. I Aber ein see. bisschen. Here's the window. Well, see anything strange? No, nothing strange about it. Kannst du mal kurz meine Hand halten durch das Fenster durch? Vielleicht sehe ich dann was. I see. Try entering through the window. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. What? Between the gap? That's impossible. Just try it. Okay. I can't. I can't even. Du hast nicht mal versucht, deinen Arm da durchzustecken. Hör auf zu lügen. Du hast deinen Kopf direkt vorgeschoben. I can stick a finger in. Ein That's Finger? it. Okay, das war ein Unterschied, weil dann kann die Puppe auf jeden Fall auch nicht durchmanövriert worden sein. Aber es könnte halt nur der Nagel mit dem Schlüssel befördert worden sein. Keine Ahnung, wie das passiert sein soll. Nee, keine Ahnung. I thought so. Good job. You can return now. Huh? Are you sure? Also, Did you figure something out? ja, der Nagel, es wird dann wohl so sein. Ich weiß halt, ja, keine Did you Ahnung. not? No, not at all. What's that about? Ein Kippfensterdienst zur Belüftung. Es öffnet sich nach draußen, aber der Spalt ist nur etwa 5 cm breit. Ich glaube, ja, 5 cm breit ist, da kriegst du nicht deine Hand durch. Also du kriegst deine Hand nicht da durch. Nur ein Finger. Bist du dir da ganz sicher? Na gut, Juma. Oh no. Es gibt Stress. Hey! What are you doing here? Huh? I'm not doing anything shady. I'll call the peacekeepers. Bitte nicht, die mag ich nicht. Die mögen mich auch nicht. Ich bin ein... Ich kann ihn austricksen, indem ich ihm sage, wer ich bin. Wir tricksen ihn aus mit... Wir sind ein Friedenswächter. I'm a peacekeeper. Huh? Of Amaterasu Corporation? Yes, of amateur. You totally fumbled that. You're no good at lying, huh? What did you say? We are special investigators for Amaterasu Corporation. We are currently investigating a case. Civilians must not interfere. Kannst du viel besser als ich, ja? Huh? Oh, right. I'm sorry. Hey, Halara, are you sure it's okay to lie like that? Ist vollkommen okay, ja. I've told you before that deception is necessary to finish an investigation quickly. By the way, aren't you an employee here? There's something I'd like to ask you. Can you bring over the staff member who discovered the body from that murder case a month ago? Oh, that would be me. Praktisch. Perfect. Describe the events for us. I'm scared to even remember it, but if it's part of the investigation, then I have no choice. Also tatsächlich, er bewegt seinen Mund ja wirklich gar nicht beim Reden. Und es sieht fast besser aus, wenn er das so macht. Ne? Einfach nicht den Mund öffnen beim Reden, als wenn es wieder so asynchron ist wie sonst. I'll leave the rest up to you. Sure. Zumindest meine persönliche Einschätzung. Ich weiß ja nicht. Now, please tell us what happened on the day of the murder. That day, I was doing my closing procedures when someone from the church appeared. He said he wanted me to help him find someone and that he knew the person was inside the art gallery. So we looked around the premises together, but didn't find anyone. According to him, there was a chance that the person he was looking for was being pursued by the Nail Man.
I couldn't help but feel terrified when I heard that. How did you notice something was off about the storage room? The lights were on, even though they were usually off, so I went to take a look. The door was locked, so I opened it with the key I had. But I was afraid to go any further. So I let the church person go first and open the door while I watched from behind. Okay. And then there was Dann hast du eine Leiche gesehen. corpse. Okay, das ist ein interessantes Detail, dass er ihn vorgehen lassen hat und du dann erst die Leiche gesehen hast. Es könnte doch der Anbeter-Dude sein. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Warum haben die keine Namen bekommen? Warum haben die Leute keine Namen bekommen? Es könnte der Anbeter sein, der sich absichtlich immer nur jemand mitgenommen hat, wie ich es ja auch schon dachte. Did you touch the body? Dass es ja kein Alibi für ihn ist, nur weil er dann nochmal, nachdem der Mord stattgefunden hat, nochmal zusammen mit jemand anderem die Leiche als erstes findet. Und dass es jetzt auch dann zusammen mit der Post-Cognition gut passt. Weil ja dann halt, weil die wird ja dann aktiviert quasi, der Zeitpunkt, der gespeichert wird, ist ja immer wann, der Zeitpunkt, zu dem irgendjemand anderes das erste Mal die Leiche sieht, der nicht selbst der Mörder ist. Und hier wäre es dann so, dass er zuerst reingelaufen ist, der Dude hier noch da hinten irgendwo zurückgeblieben ist und deswegen die Post-Cognition erst ein bisschen später getriggert wurde und in dem Zeitpunkt, in dem kurzen Zeitraum kann er vielleicht irgendwie den Schlüssel da platziert haben. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil das viel zu simpel ist. Aber das wäre dann auch nochmal der Punkt, an dem es vielleicht relevant wurde, dass in der Post-Cognition keine Personen enthalten sind. Weil das war ja jetzt überhaupt nicht relevant, also keine Lebewesen allgemein. Das war ein kleines Detail, was angesprochen wurde und ich finde, das ist eigentlich ein guter Hinweis. Aber es war jetzt nie relevant für irgendwas. Das heißt, das hier wäre eine Möglichkeit, um das relevant zu machen. Dass er halt zu dem Zeitpunkt bereits im Raum war und in der kurzen Zeitraum, bis der komische Mitarbeiter hier dann hinterhergekommen ist, bevor dann die Leiche gefunden wurde von ihm, hat er in der Zwischenzeit den Schlüssel da platziert. Irgendwie. Vielleicht rede ich aber Blödsinn, das ist nur eine Möglichkeit, die ich gerade spontan sehe. Das ist eine Möglichkeit, die ich gerade spontan sehe. Of course not. I was too afraid and froze at the entrance. Es wirkt aber fast zu simpel im Kontext von all dem, was wir drumherum aufgebaut gesehen haben. Und dass wir jetzt das Fenster auch noch hatten. Das Fenster kommt natürlich dann gar nicht drin vor. Auch das Seil, was um den Hals der Leiche gespannt worden sein hätte müssen. Weiß ich nicht. Kommt alles natürlich ein bisschen komisch vor. What about the churchgoer? He saw what happened at the doorway and didn't go any further. Okay, er ging nicht weiter. Gut, guck mal. Ich hätte einfach nur 3 Zeilen weiterlesen sollen. For fuck's sake. Are you positive you didn't touch anything inside after unlocking the door? Yes, but the churchgoer accidentally kicked a paint can over when he opened the door. Okay. And paint spilled all over the floor. Vielleicht wollte er irgendwas verstecken. Ich weiß nicht was. So Aber ich that sag's nur. paint was from back then. Okay, I get the picture. Nein, aber das kann nicht Thank sein. you. Das ist Blödsinn. You may go Ich now. hätte Blödsinn. Oh, right. Das war so eine gute Idee. Ich fand so einen guten Ansatz, weil das so was grundlegend anderes wäre als bei den anderen Fällen bisher, weil es sehr stark mit den genauen Details von Halaras Forte gearbeitet hätte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Blödsinn. Es tut mir leid. Manchmal sage ich Sachen. That brings all the information together. It's time to resolve the case. Ja, bitte. Wait! I still have no idea what happened. Time does not wait for you. Our deadline is approaching. You hurry back to the detective agency. Huh? What about you? Worry not. When you're in trouble, say my name. Okay, mach Our ich. nightmare shall rush to your aid. And gone. What are you gonna do, Master? Ist das der edgy Anime-Protagonist auf dem Bild? We've checked I everything don't we know. can. All that's left is to point out the true culprit, but... If only it were that easy. Aw, I have no clue what to do. Oh, stop being so pathetic. Wir haben noch das Mystery Labyrinth, keine Sorge. Ist vielleicht besser, wenn ich nicht alles löse, bevor es losgeht, weil dann werde ich wieder 3 Stunden leiden. Ich sage 3 Stunden, weil ich davon ausgehe, dass es diesmal länger geht als beim ersten Mal. Weil das halt ein Tutorial-Fall nur war. Oder war es ein Tutorial-Fall? Vielleicht war es einfach ein ganz normaler Fall. Das
das jetzt hat jetzt auch nicht so viel länger gedauert als ja, Kapitel 0, die Ermittlungen. Right, let's hurry. Schon ein bisschen, also schon, aber nicht so eindeutig viel länger, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich dachte, würde jetzt irgendwie 3-mal so lange dauern. Aber nein, es ging ja alles noch eigentlich recht flott jetzt. Die einzelnen Ermittlungen der Mordfälle. Ja. Nur so richtig weiß ich jetzt nicht, wer der Mörder ist. Muss ich zugeben. Ich denke, der Priester ist der Verdächtigste. Das ist eine spontane Intuition. Also er ist der Einzige, gegen den nichts spricht. Behaupte ich. Zumindest fällt mir nichts ein, was gegen ihn spricht. Aber vielleicht ist es auch deswegen schon wieder zu offensichtlich, kann man jetzt sich drüber streiten. Das muss ich auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ein bisschen vor der nächsten Folge. Da könnte ich meine Meinung nochmal ändern. Und wie gesagt, ansonsten, ja, es ist hauptsächlich der eine Fall, den ich wirklich gar nicht verstehe. That's incredible. Come on, where's your competitive spirit? You might be a trainee, but you're still a detective. Ansonsten denke ich, ich habe alle Fälle eigentlich gelöst, quasi. Ja, behaupte ich. Ich kann gerne nochmal proven wrong werden. Oh ja, hier sollte ich gleich speichern. Sorry, einmal zurück. Vielleicht beende ich hier die Folge. Vielleicht beenden wir hier die Folge. Und beim nächsten Mal kommt die Auflösung des Falls. Wobei, es kommt ja dann noch das Preamble zum Mystery Labyrinth. Ha. Ja, komm, gehen wir rein. Komm, wir machen das jetzt noch. Es wird gleich, ich denke, es wird jetzt noch eine Cutscene kommen und dann kommt das Mystery Labyrinth. Davor werden wir bestimmt mal speichern. Denke ich. Hoffe ich. Wenn nicht, habe ich jetzt verkackt, aber dann ist es halt so. Ich bin dann die Folge trotzdem da, wo das Mystery Labyrinth anfängt. Ah. 200 Schien kostet das Busfahren, ha? Haben wir das geklärt? Das kostet mich kein Geld, so in-game. Oh, die Blumen sind sehr verwelkt. It's about time. Hey, wait! You said I had 3 hours, huh? My watch says I still got 5 minutes! You need to get your watch repaired. Oh dear. The watchmaker is currently detained as a suspect. Just throw away that piece of trash then. Besides, you're out of time anyway. Take him away. Ach komm. Wait! Wie die angeschlichen kommen. Yuma! I knew you'd save me! Ich weiß nur nicht, ob ich dich retten werde. And you are. I was the one investigating the Nailman murders. Oh, I see. So, you're the one who interfered with our work at the clock tower. Well, I will honor your courage for confessing and turn a blind eye to that incident. Ja, sicher. You must drop this case. If you do, we will leave without pursuing any further action. Damn, ich habe den Fall quasi schon gelöst. That'd be the ideal solution for all of us. What do you say? Yuma, think carefully about this. Solving the case is good and all, but think about my well-being, please? Dropping the case would end this peacefully, but still. Please, get my dad back from them. Warum wollt ihr diesen Mann unbedingt umbringen? Also, warum ist euch das so wichtig? You may be a trainee, but you are still a detective. Once you have accepted a job, you must finish it. Es ist meine Pflicht, ja. I can't back down now. The Nailman killings haven't been solved yet. I will find the truth. Oh, Tut mir so leid. There's no pulling out of this one anymore. Then our deal is off. He comes with us. This is for directly interfering with our work and bringing strife to Conai Ward. But... Please, wait! Before you go! Please listen to what I've discovered while investigating the past Nailman killings. You investigated the previous killings. Ja, alle. We handle all the information for those cases. Now that they're closed, there's nothing left at the crime scenes. Ja, doch schon. I have no time for your lies. The Peacekeeper report didn't say anything about the cause of death.
All of the victims were strangled to death, weren't they? I suspect this fact hasn't been made public. How did you know that? So the cause of death was kept under wraps. I hope you see now. My investigation is legitimate. Ja, tatsächlich, das sind nicht öffentliche Informationen. Please, let me continue. I will catch the true culprit. I don't know where you obtained that information. However, it appears that you must be arrested as well. Huh? You are suspected of espionage. I believe in Aber sollte nicht sowieso ich weggesperrt werden? Wollte jetzt echt Jako wegsperren? Was hat der denn gemacht? Kommt schon. What? Wait, please listen to me. Können wir ganz kurz noch irgendwie ins Mystery Labyrinth? You almost had it, but got too carried away, rookie. Worry not. When you're in trouble, say my name. Ruf Halara. Halara Nightmare shall Ich weiß, wie rush du to- heißt. That's right. Halara, please help. Halara Nightmare. Halara Appears you require Nightmare. the aid of a great detective. Das ist echt, was du am besten kannst, ne? Einfach Leute verprügeln. Halara, you came for me. Yeah, as I said I would. You committed acts of violence against the Amaterasu Corporation peacekeepers. Not once, but twice. Sorry. I promised to give him a stern lecture after this. Can we please keep things on the down low? Mr. Seth, are you all right? Who do you think we are? In this town, we're... You are nothing but an audience. The resolution is premiering now. The leading role belongs not to you or me, but to Yuma. Me? I'm the lead guy here? I've set the stage for you to solve the case. The time has come for you to risk it all as a detective. Expose the true culprit. Okay, ich mache genau das. Danke. Warum hast du die mitgebracht? Also ich weiß warum, aber... I don't know why I was brought here. Can I go home? Nee, noch nicht. So that's what you meant about setting the stage. I mean, Halara did suggest the real killer was among the people at the church. And now I have to point them out here? Hey, Yuma, are you sure you got this? Are you really sure? There's no room to mess up here, you know? Well... What do? I haven't gathered my thoughts yet. It's not like I can just ask for more time here. Yeah, I don't think so. Damn, ich meine, das Ding ist, ich könnte jetzt einfach wirklich Pause machen und mich in Ruhe hinsetzen mit Stift und Papier und mir nochmal die Sachen alle vernünftig angucken und dann könnte ich den Fall lösen und dann könnte ich das jetzt machen. Ja, also ich bräuchte jetzt keinen Mystery Labyrinth dafür, aber ich bekomme halt jetzt ein Mystery Labyrinth. Vielleicht kann ich das nicht lösen. Vielleicht ist es übertrieben. Vielleicht lüge ich, vielleicht übersehe ich ganz offensichtliche Sachen. Ich habe am ersten Mal behauptet, ich habe es ganz gut gelöst. Aber ich freue mich wirklich darauf, die nächsten 3 Stunden mit dem Mystery Labyrinth zu verbringen. Huh. So you want to solve this all on your own? If you can't ask Halara for help, why don't you try asking me instead? You mean the mystery labyrinth? The peacekeepers aren't just gonna stand by and listen to your deductions. Also bisher machen sie das tatsächlich, doch. Things are just gonna escalate, and it might even end up with more deaths. Oh no. And that's where yours truly comes in. We have the information we need from the Du gehst echt gerade so zu, wie ich hier 2 Minuten rumstehe, ne? Und einfach so denke, ja, ich löse gleich den Fall, guys. I can do it. But if I do that... There's always a price to pay. When I reap the soul of the true culprit, the mystery labyrinth created by the culprit is destroyed. But as a price, the source that created the mystery labyrinth also perishes. Ja, cool. Ich
weiß zwar nicht, wie mir das helfen soll. The real culprit will die. Ja, aber wenn wir den wahren Schuldigen jetzt einfach hier kurz umbringen mit unserer krassen Mystery Labyrinth Magie, wie soll uns das weiterhelfen? Warum sollten wir dann gehen gelassen werden? Also ich verstehe die In-Universe-Plot-Begründung dafür nicht, warum wir dann hinterher in Ruhe gelassen werden, einfach in dieser Situation. Huh? This killer's a total psycho who's already killed many others. Reiche Menschen So hauptsächlich. much. Do you want to solve this case, Master? What about your promise to that kid? What's wrong, Yuma? If you don't hurry, the peacekeepers will wake up. What is this nonsense about a resolution? I don't have time for this. I will make you listen by force if needed. That is my job as assistant. Well, you better hurry, or things will. Ja, jetzt bitte macht einfach. Guys, please. I don't care. That's the spirit. Well, Master, are you mentally and physically prepared? Danke, dass wir diese Animation diesmal bekommen. Das ist, ja. Vielleicht haben sie dieses Design nur eingebaut, weil die Mystery Labyrinth so langweilig sind, dass sie dachten, sie brauchen irgendwas anderes, um es interessanter zu gestalten. Ich weiß es nicht. Aber Laura kann das sehen? Ist das, was ich gerade vernommen habe? Bin ich korrekt in dieser Annahme? Ah, schon die anderen wurden ja in der Zeit eingefroren, aber Laura nicht. What's this? Has time stopped? Halara, how are you moving right now? Yuma, what happened? Is this someone's forte? Sowas ähnliches. Halara's in here too. Not so. You knew this would happen? Master, you used your coalescence, remember? Your ability isn't a one-way street. You have the power to borrow someone's abilities, and you share yours as well. Halara wandered into the mystery labyrinth because of that effect, I think. You're not even sure? Who are you? This'll take too long to explain, plus I don't feel like it. So I'll kick that roll over to Master! Können wir die Erklärung einfach skippen? Fuchsen wir uns rein. Ja, fuchsen wir uns rein. Fuchsen wir uns rein, indeed. Oh boy, oh boy. Das hat so viel Spaß gemacht heute. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte richtig viel Spaß in der Ermittlung, okay? Ich bin ja schon traurig, dass ich diese Folge keinen Spaß haben werde. Ich überlege mir wirklich, wie ich es gestalten werde. Vielleicht schneide ich beim nächsten Mal jetzt wirklich mal ein bisschen mehr. Ich habe es mir beim ersten Mal auch schon vorgenommen. Da habe ich ein paar Sachen rausgeschnitten, aber nicht wirklich viel. Ich habe mich nicht so richtig getraut. Ich weiß nicht, ob ich mich diesmal trauen werde. Und ob ich Lust dazu haben werde, weil irgendwie ist es auch anstrengend, mir Sachen rauszusuchen, die ich gut rausschneiden kann, ohne dass dass irgendwas verloren geht. Aber Gott, habe ich keine Lust. Sag ich im Voraus schon. Traurig, oder? Traurig. Ja, es ist, wie es ist. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, denn mir hat sie gefallen. Vielleicht habt ihr coole Theorien, die ihr mitteilen wollt oder auch nicht mitteilen wollt. Behaltet sie für euch. Vielleicht werde ich beim nächsten Mal nochmal ein bisschen eine weitere Theorie haben. Ich muss auch ein bisschen vielleicht mir die Sachen durch den Kopf gehen lassen von dem Anfang der nächsten Folge. Schau ich mal. Und dann sehen wir mal, wie nah ich dran sein werde. Genau. Also, wie gesagt, meine erste Vermutung ist jetzt erstmal, der Priester wird sein, weil ich einfach kein Gegenargument habe. Aber ja, vielleicht fällt mir noch was ein. Ich weiß es nicht. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.